So, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Livestream. Jawohl, ja, heute mit der Alan Wake Chapter und den 7.5.0 Update in Dead by Daylight. Wir schauen gemeinsam rein, was sich so alles ändert. Es wird eine ganze Menge sein. Davon könnt ihr ausgehen. Ich habe mir das schon angeguckt und ich muss sagen, ich bin bei manchen Punkten ziemlich überrascht, dass das so kommen wird. Also es wird nicht nur ein neuer Überlebender kommen, sondern auch ein paar andere Änderungen. Und ja, moin Undercover Guy, wie geht's? Soweit ganz okay bei mir. Ich versuche mich ein bisschen abzulenken. Heute war ein recht stressiger Tag bei mir auf der Arbeit. So, Hallöchen, na, was geht? Ja, genau. Normalerweise müsste jetzt oben rechts, wieso wird das jetzt nicht angezeigt? Moment, mal gerade kurz schauen. Ah, jetzt seht ihr es. Genau, oben rechts seht ihr gerade den Timer runterlaufen. Wir schauen uns gemeinsam gleich einen Livestream an. Vom offiziellen Dead by Daylight Team, also ein sehr offizieller Livestream. Genau. Vertrauenswürdig. Ja, bis jetzt 3000 Leute einfach mal am Start bei YouTube. Keine Ahnung, wie es auf Twitch ist, aber geht schon gut ab. Genau, es wird so eine kleine Show werden mit so 5 einzelnen Abschnitten. Auf jeden Fall werden sie erst die Alan Wake Chapter vorstellen, dann werden sie noch den Shop vorstellen, generell den neuen Modus, den wir bekommen werden, neuen Spielmodus. Das ist so ein, ja, Modus, der ein bisschen dunkler sein wird. Also es wird ein bisschen schauriger. Genau das, was ich mal angesprochen habe, was Dead by Daylight unbedingt mal hinzufügen sollte, dass das Game mal wieder ein bisschen dunkler wird. Und ja, vor allen Dingen jetzt mit der Taschenlampe. Er ist ja so ein Survivor, der gerne auf Taschenlampe aus ist. Und ja, da gucken wir mal, ne, was sich da so ergibt. Ob das wirklich ein komplett dunkler Modus wird oder ob man einigermaßen noch was erkennen kann, wie es mit Reshade ist. Ich werde versuchen, natürlich nochmal ohne Reshade das Ganze auszuprobieren, wie es wirklich für Konsolenleute und sowas ist, weil ich habe ja ein paar Einstellungen drin, womit das Game deutlich heller ist als bei anderen Leuten. Genau, wenn sowas natürlich passiert, ne, dass so ein Modus reinkommt, wo das Spiel ein bisschen dunkler wird, dann werde ich natürlich versuchen, auch auf Standardeinstellungen zu spielen, ist ja klar, ne? Also weil sonst ist ja Dead by Daylight für mich kein Horror-Game und da hilft natürlich Reset so ein bisschen, ne? Ist ja kein Geheimnis. Und ja, sonst gibt es auf jeden Fall auch ein Generatoren-Update. FOV-Settings werden hinzugefügt. Onryo bekommen ein Update. Hillybilly und die Blight Add-ons werden, glaube ich, genervt. Generelle Perk-Updates. Die Karte Ormond bekommt auch ein kleines Update. Ich hoffe mal, dass der Schnee entfernt wird, weil die Map echt hell ist. Und ja, ein paar Kleinigkeiten, was Game Modifiers angeht, also Modifikationen. Ja, also wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu schauen. Ja. Was ist das denn hier? Ghost Arcade? Pockrisper, ja, okay, das sind wahrscheinlich irgendwelche Leute, die gepartnert sind mit Dead by Daylight, ne? Das wäre schon was. Das wäre schon was, das wäre ein Träumchen. Ja, genau. Und sonst, genau, gucken wir uns auf jeden Fall die neue Chapter an von Alan Wake. Wird wahrscheinlich nur ein neues Survivor sein. Vielleicht auch ein paar neue Skins. Mal gucken, was sich alles so ergibt. Ich hoffe mal, dass in naher Zukunft hier einfach mal der Skin von der Michaela, der letztes Mal rausgekommen ist, dass der für Blauscherben verfügbar sein wird, weil ich finde den echt geil. Vor allem die Haare. Das muss man denen lassen. Das haben sie echt gut gemacht. Generell, die Skins sind echt besser geworden in Dead by Daylight. Ne? Also ich hoffe mal nicht, dass die das jetzt in naher Zukunft verhauen werden. So. So, das wird nicht angezeigt. Ah, verstehe. Warte mal kurz. Ich mache das mal eben auf dem zweiten Bildschirm. Dann
Genau, ich habe hier gerade alles ein bisschen blöd aufgebaut. Vor allen Dingen, wenn man seinen Bildschirm abcapturen muss, ne, dann muss das immer auf einen separaten Monitor sein, weil sonst könnt ihr das da oben nicht erkennen. Wie so klar ist. So, das packe ich jetzt auch mal auf den zweiten Bildschirm. So, zack. So. Okay. Kann ich ja meinen Livestream hierhin machen. Perfekt. So. Wobei, den kann ich jetzt auch einfach hierhin packen. Mein Gott, ich hab's so kompliziert gemacht, ne? Gar nicht so einfach. Selbst mit 3 Bildschirmen. Nein, nein. Ich kenne Alan Wake noch nicht mal. Ich habe mir das Spiel... Gibt es davon auch einen Film? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich habe mir das Spiel überhaupt nicht angeguckt. Ich gebe mal Movie ein. Eine Serie? Alan Wake ist eine Fantasy-Serie aus dem Jahr 2025. What? Wie, es gibt eine Serie davon? Naja, aber es gibt auf jeden Fall keinen Film, so viel steht fest. Which of the following Alan Wake speaks in Dead by Daylight? Champion of Light, Deadline... ne? Bin ich jetzt gerade lost? Was gibt's denn zu gewinnen? Wahrscheinlich gar nichts, einfach nur so just for fun. Sechseinhalb Minuten, ey. Die haben ja Nerven, ne? Aber 17 Uhr gibt's wahrscheinlich auch schon das Update. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, wie die das geplant haben. Oder ob das erst um 18 Uhr am Start ist, wenn der Livestream beendet ist. Other than the power of light, what powerful object does Alan Wake use to stay safe from the darkness? A lunchbox, a Kaffeethermos, his wedding ring, his watch. Boah, gar keine Ahnung, Mann. Absolut keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, Lunchbox ist falsch. Kaffeethermos? Nee, Mann, der ist safe kein Kaffeetrinker. Ich würde sagen C. Nee, D, ne? Wedding Ring? Ich glaube nicht. Ist der verheiratet? Ah, komm, ich sag D. Ich sag D. Safe D. $19 Sekunden, Mann. Mach mal hier die Übertragung in groß. Kann man das besser erkennen hier. Ist das hier auf Full HD? Ja, ne? Perfekt. Sehr gut. DVD-Chapter-Musik, dann machen wir mal ein bisschen den Sound hier an. What mechanics do Alan Wake and Dead by Daylight have in common? A. Flashlights, B. Hooks, C. Generators, or D. A and C? A and C, ne? A and C? Ich weiß nicht, ob die das auflösen überhaupt. Oh, ich liebe ja so welche Quizzes, ne? Gibt's viel zu wenig in Dead by Daylight. Ich glaube, das ist einfach so eine Spaßfrage, weil das muss man ja wissen, ne? Aber auch nicht schlecht, ne, dass die so ein bisschen die Zeit überbrücken, ne, bis 17 Uhr. Dass die ein paar Fragen stellen, so an die Community. D is correct. Boah!
flashlights and generators. Looks like Alan is going to be one tough survivor in the fog. I Heftig. hope so. I will be meaning him. So, great job, folks, and thanks for joining me. I hope you're excited to learn more about this exciting release. Sit tight, and the stream will begin soon. Kai hat in der Schule aufgepasst, ne? Da kam das Thema Alan Wake vor. GG. 4100 Zuschauer. Weiß gar nicht, auf Twitch kann ich auch mal vorbeischauen auf dem Handy. Twitch, warte mal kurz, da. Auf Twitch haben die Dead by Daylight 6500, ja gut, okay. Also insgesamt 10.000 Zuschauer. Kann man machen. Ist auch eine Mid-Chapter, ne, also es ist die 30.5. Ich hätte jetzt erst gedacht, dass das die Chapter 31 ist. Ich glaube, das haben sie auch sogar gemacht, ne, bei Nicolas Cage, dass das eine eigene Chapter war. Oder war das auch eine Mid-Chapter? Vor allem, ich habe erstmal alles so vorbereitet gehabt für Chapter 31 und sowas, ne? Und dann später erst gemerkt, ups, das ist die 30.5, ne? Nochmal alles umändern und so. Inklusive Thumbnail. Auf jeden Fall wird Save the Best for Last leider auch geändert. Auf manchen Killer so wichtig gewesen, ne? Ich meine, ich kann meistens sogar ohne Save the Best überhaupt nicht spielen. Ich verlasse mich wirklich auf dieses Perk, ne? Vor allen Dingen, es ist so geil, diese 8 Stacks zu haben, ne? Wie schnell du einfach dich erholst von einem Schlag. Krass. So. Ich habe mal mein Mikrofon ein bisschen leiser gemacht. Irgendwie war das so ein bisschen am Rauschen, kann das sein? Immer noch? Hä? What? So, ich glaube, so ist gut. Ja, so ist besser. War zu laut. Ja, den Trailer kennen wir ja. Und damit geht's los, 17 Uhr. Ja, keine Ahnung, ob der schon drin ist jetzt. Ich kann mal nebenbei Steam offen haben, einfach mal so zum Schauen. Wer ist sie denn? Stagger Anderson? Lol. Ach so, okay. Das ist geil. Ah, das sind Skins, ne? Oh, der Pass. Deathslinger Skin, geil. Hillybill Skin. Felix Richter bekommt auch einen Skin. Alter, der sieht geil aus. What? Alter.
We are live. Hello, Twitch. Hello, YouTube. Hello. Hello. Hi, folks. Welcome to the stream. I'm Community Director Eric Pope. And I'm Community Manager Dork, and I am super excited to be welcoming you back to another Dead by Daylight live stream, and this time on a new set. Check out this set. It's amazing. It's cozy. Oh, it's geil. Das warm, Logo würde ich gerne ceiling haben, ne? tall, Like any great Montreal apartment. I'm Über einen probably Kamin. tonight, but thank you for tuning in. And just right at the start, I want you to know you can drop questions in the chat whenever you like, when you have stuff that you see and you want to know more about. Our mod team are excellent. Shout out to Jocelyn, Mandy, and the mods out there. They will grab your questions and send them to us on this little monitor that you can't see. So feel free. Bis jetzt habe ich kein Check Update, was out Dead by Daylight angeht. But we are here. Werden sie wahrscheinlich um 18 Uhr Here releasen. to bring Nach dem Alan Stream. Wake into the fog, into Dead by Daylight. Yes, we are starting the year right with Dead by Daylight with Alan Wake, and I am super excited to get my hands on him. Yeah, and I can remember playing the original back in 2010 because I'm old, and it's amazing. And I was so happy to see the multi-layered Alan there. Oh, And the yeah. cosmetics. The man knows how to wear layers. And then Remedy, defying all odds, 13 years later, bringing the sequel, blowing people away, critical acclaim, awards. So we're just so psyched to be able to collaborate with them on this. Yeah, exactly. And Alan is such a gaming icon. Like, I couldn't think of any other character who fits right into our world other than Alan. And a better time to, like, I can't think of another time that he would be just meld right in until right now. It's a perfect time. And speaking of timing, not just yet. At 12 o'clock noon Eastern time, so basically right after this show, is when the chapter goes live. You'll be able to grab Alan yourself and start playing, and it's so exciting. But we don't want to jump right to that. We've got a whole show prepared for you. So let's talk about what's on tap for today. Yeah, so we've got a slew of items to talk about today. Alan Wake content. We're going to start off with two chats I had yesterday with some people who couldn't be here for today's stream. The first one's going to be with Dave Rashad, who is. Oh, geil, dass die nochmal generell auf den Pass eingehen. Ich bin ja für sowas immer zu haben. Remedy and behavior mesh together so well. Then we're going to take a look at a chat I had with Justin Banks, who is going to walk us through Tome 18, the Rift, and some quality of life changes for the archives. And then we're going to pass this nice comfy couch over to Rose and Kirby, who are going to show us everything they have in store for the in-game store, including the Alan Wake and Iron Maiden collection that we mentioned in last anniversary stream. Yes, up the maidens. I am such a huge Iron Maiden fan. And following that, I am really excited. Our friend Michael Nielsen, the team lead of game design, will be joining us on the couch live to talk about something brand new to the game. Our first ever time-limited modifier, Lights Out. And he'll be sticking around to answer your questions as well after that. And we're going to have gameplay of the modifier with our Fog Whispers and some of our devs. So before we jump into all of this lovely content, we did want to mention to you watching on Twitch, Twitch drops are back. We took a little break last show. They are back now. We're psyched. The plan is for them to be back for the duration when we have more of these streams and up on the screen. Oh, warum tun die da jetzt einen Twitch-Shop rein? Oh, super, dann muss ich mich hier anmelden. Dead by Daylight drops. So the first one being the Meg cutting edge hairstyle. If you've been with us since the start of our show, you'll already be on your way to getting some watch time for that because you only need 1 hour. And then at 2 hours of accumulated watch time, you'll get the In Vogue jacket. And at 3 hours, completing the entire look, you'll get the avant-garde leggings. Now, this Twitch drop will be enabled until February 14th, so you've got plenty of time to snag those cosmetics. And speaking of cosmetics, you might notice that we've got some nice DVD gear on right now. So if you see anything you like in the stream, Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich nicht mal alle Drops erhalten, ne? snag your own pieces. Yeah, actually, look, keep that camera shot. They can see in the back of my Yeah. jacket. Oh, no, they couldn't. They didn't. It's got a big DVD logo, that's all. Sorry, camera guys. Ich glaube. Yeah, and the cool thing about our merch shop is they're constantly updating Also letztes Mal. things. And there's a lot of cool Ja, stuff. guten Neaskin, ne? Nice to have, but... Momentarily, Oh. so keep it tuned to the merch store, but maybe not during the show. Keep watching Yeah, us. maybe, yeah. Open another tab, but stick with us on the show.
Yeah, so now that we've got all of the housekeeping done, let's go ahead and take a look at my chat from yesterday with Dave Rashad, who's going to talk to us about how we brought Alan into the world of Dead by Daylight. Okay. Bringing Alan Wake to Dead by Daylight. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Ich habe mir die Perks noch nicht mal durchgelesen, aber stimmt, doch, einmal habe ich mir die Perks durchgelesen. Eins soll davon, glaube ich, gar nicht so schlecht sein. Aber ich meine, es war PTB, ne? Es kommt immer drauf an, ob die nochmal am Ende was ändern. Hello and welcome back to the couch. I am once again your community manager, Dork, and I am pleased to be sitting down with who I hear is a long-time Alan Wake fan, Dave Rashad. Thank you so much. Yeah, it's a pleasure to be here. So yeah, so before we get into any of that, what am I hearing about you being a longtime Alan Wake fan? Well, yeah, me and a lot of us on the team. When we played the first title in 2010, that was before Dead by Daylight, of course, but we were already working on some ideas, some prototypes, some concepts that would eventually become Dead by Daylight. We try not to use too many sources of inspiration coming from the gaming world, but Alan Wake was special and it kind of stuck with us. So with it being, this kind of special thing, what were some things about Alan Wake that really resonated for you and your team with kind of developing and bringing Alan into our world? Yeah, so the chapter was really an easy fit. There's so many parallels that we can do in between the two universes. The dark place, the realm of the entity, how Alan Wake can reshape the world with his creative writing, and how memories shape the realm of the entity. The flashlight uses an offensive weapon, we've talked with Remedy, our collaborator, on this, of course, and now we know that we also share a lot of inspiration. Yeah. So then with these inspirations that, kind of pulling from the world of Alan Wake, which did we take in kind of making this reflection of Alan into the DBD universe? Yeah. Our fans know that we love to go for classics. So usually we go for the first movie, the first book, the first title in everything we do as collaboration. For Alan, we are using the Alan Wake 2 appearance. We wanted to make sure, like us, the fans of the series, we had to wait 13 years between the two titles. And for Alan, it was an eternity. He was stuck into the dark place. He was trying to get out. And we really wanted to show this experience being in that type of world. So that's why we are using the older Alan Wake. Okay, so then with kind of constructing Alan, is it safe to say that we worked really close with Remedy and we were able to work with the voice actor for Alan, Matthew Peretta, or the actual physical, iteration of Alan, Ilka Villi? Yeah, we had the pleasure to work with both. So we do have the likeness for Alan Wake, and we had the chance to create some new voice line for Alan in Dead by Daylight. Awesome. So now that we've kind of talked about how Alan will sound and how he will look, what can you tell us about how Alan will play? So gameplay-wise, what are we thinking about with perks? Yeah. So like I said earlier, it was quite an easy fit for Alan to be in Dead by Daylight. So there's 3 core pillars with which we were working. So the first one is a given. It's the light vs darkness. Using a flashlight as a weapon was something important we wanted to explore. The second concept is Alan's creative writing and how it can shape the world. Mm-hmm. And the last one we wanted to show is how Alan will put himself in front of danger to protect others, even people that he doesn't know. Okay. So with these themes, these core pillars of Alan, can you tell us how these came to light in his perks? Yeah, absolutely. So let's go through the perks. The first one is called Boon Illumination. So obviously it's a boon perk. When the survivors are in the zone of the boon, they will be able to see the auras. Digga, es dauert voll lange, ein Hextotem zu boonen. Alan can shape and influence the world. Das würde ich niemals machen. Obviously, it also comes with the passive to be able to create boons and destroy X's a little bit faster. Mm-hmm.
The second perk is a given. Like I've mentioned, we wanted to do something with the Ja, flashlight. Totem-Perks haben wir noch zu wenig, Dead by Daylight, das stimmt schon. Also da muss man auf jeden Fall nachhaken. I am Schoko, moin moin, grüße dich. Wie geht's? Alles gut bei dir? And the last one is called Deadline. So with that perk, it will trigger. Ich glaube, das war das Perk, was ich als gut empfunden habe, ne? You will get more skill checks when doing repairs and healing. Ja, ist absolut Gen Rush wieder like, ne? Also das kann man super in sein Gen Rush Perk-Bild reinknallen. Vor allem, wenn man dann großartige Skill-Checks hittet. Das wirkt sich ja dann nochmal auf andere Perks aus. Ja, ja. Moin Juni, na? Was geht? So just to give players a little bit more, is there any other aspects of Alan that players can expect to see coming into Dead by Daylight? Oh yeah, absolutely. Absolutely, man. Fans will be pleased to know that we wanted to take, Alan's ability to shape worlds through his creative writing to the archive. But I don't want to spoil too much. Justin Banks will talk more about that later. And also, fans of the series know that there's a lot of very important characters, not just Alan in the Alan Wake's series. So we wanted to do them justice as well. And Rose and Kirby will talk about that later. All right. So before I let you go, Dave, just had to ask, as a longtime Alan Wake fan since 2010, how does it feel? Ey Bruder, ich bin überhaupt kein Alan Wake-Fan, ich kenne den Typen nicht. Alles gut, heute 4 Stunden gespielt, aber sonst, ja, kann man machen, ne? Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und habe gesehen, ja Mann, ich habe eventuell Bock ein bisschen auf einen Livestream zu reacten. Besonders wenn dann gleich hier nochmal neuer Pass vorgestellt wird. Die haben gerade schon ein paar Skins reingezeigt, die richtig geil aussehen. Yes, and I am super excited to actually get my own hands on Alan and test him out in the fog. So thank you so much, Dave, for talking with me. Now we're going to go ahead and throw it back over to future me and Eric, and we're going to look at any of the questions you all posted in the chat, either Twitch or YouTube. Please feel free to share any comments you have or any questions you have about Alan coming in and our work with Remedy, and then we'll go ahead and pass it over Gut und selbst? Ja, bei mir eigentlich auch ganz okay, Schoko. War nur recht anstrengend heute der Arbeitstag. Und jetzt versucht man sich ein bisschen abzulenken. Ja, Twitch-Drops. Funktioniert denn das jetzt bei mir? Ich hoffe mal, von der Lautstärke ist es angenehm. Man weiß nie so wirklich bei Videos. Vor allen Dingen, weil alles immer so unterschiedlich laut ist, ne? And we are back. Thank you to the ghost of Dork Past. That was wonderful. I'm so jealous. Bei dir war heute auch viel los. Ja, bei mir war heute echt ein sehr, sehr langes Gespräch. Wie es bei mir weitergeht auf der Arbeit. Deswegen brauche ich unbedingt Ablenkung. So we've got a couple about drops. So, as we mentioned, you just saw the graphic. Twitch drops are enabled for this show, but not just the show, it's the whole directory for the next ja, das werde ich dann auf jeden Fall, wenn ich das nicht schaffe bei der Show, schaffe ich das in einer Woche da noch. Für den Nea-Skin, den ich sowieso nicht spielen werde. So, question number 1. How will Twitch drops be available for our Switch players? So, for players for Switch, wer zockt denn Dead by Daylight auf Switch, Bruder? Wie kompliziert, ne? Vor allem anstatt einfach einen Code rauszuhauen, ne? Warum muss man so Twitch-Drops so kompliziert machen? Juni, du zockst auf Switch? Skandal. That are hard to work around. So this is our way of getting you that content, Switch players. Next question. Can you get... Was muss man denn für einen Skin machen? Sich irgendwie verknüpfen mit der Twitch-Drop-Seite von Dead by Daylight und dann muss man, also seinen Twitch-Account muss man verknüpfen mit der Dead by Daylight Drop-Seite und da muss man 3 Stunden zuschauen. Also pro Stunde bekommst du einen Skin. Also du schaust einfach den Stream.
This is a question. Nur manchmal funktioniert das nicht mit diesen He's Twitch-Drops. already Dann werden die shirtless. Stunden nicht dazu gezählt. It's a horse. Of course. And doesn't have any clothes. So I would like to actually see a shirted Maurice. yeah, can we get a Twitch shirt from Maurice actually? Thanks for the questions. Keep them coming. We're gonna keep doing this throughout the show. It can be fun ones, like you just saw. We don't have to be business all the time. Yeah. But yeah, so since we've now learned why Alan is such a good fit, we're going to go ahead and pivot over to my talk with Justin Banks, who is going to show us through Tome 18, the Rift, and some quality of life updates for the archives. Also das Update wird erst wahrscheinlich um 18 Uhr sein, also wenn das Stream beendet ist. Oh, nice, let's go, jetzt kommt der Tome. Oh, geil, ich freue mich auf neue Skins. Jetzt kommt der Tome. Ah, schön. Ey, der Billy-Skin, der sah schon geil aus. Und der Todesbote hat auch noch einen neuen Skin. All right, we are back to the couch once again. Thank you so much for watching the We are stream. back on the I am couch. Community Manager Dork, and I'm very pleased to be sitting down with our Senior Product Manager, Justin Banks, to talk about Tome 18. Hello, Justin. Welcome to the stream. Hi, I'm very happy to be here, and I have to say for everybody that I did learn the dance for Herald of Darkness, intending to dance on camera, but there is no room nor time. So sadly, you can't do it, but everyone behind the camera will see it later. Yes, I can definitely attest that it was amazing. When I did see it, there was like sparks and everything. So I feel really badly for you all watching at home that you're not able to see this, but you know, we've got time to talk about Tome 18, so there's your consolation. So we've got a couple of things to talk about here, so why don't you go ahead and start off by telling us a bit about Tome 18. Sure thing. So Tome 18 we are calling Revision for quite a few reasons. Revision. So one, it's featuring our favorite writer, Alan Wake, who's known to do a few revisions of his writing works himself. Der hat safe einen Skin And drin, an ne? opportunity to do some tweaks for quality of life for the archives in terms of how we approach challenges to Alan Wake enhance the bekommt player safe einen Skin experience, dort reduce drin. friction, and just make the progression feel Den haben sie noch nicht gezeigt, All glaube right, ich. we're definitely going to touch on those quality of life and other aspects later, but can you tell me more about how Alan Wake fits into Tome 18? Sure thing. Na, okay, ja gut. Wenn die da I schon know drüber Dave reden, before dann mentioned how he fits into DBD overall. It's a perfect fit. I mean, wie bei Nicolas Cage. since the beginning of DBD, I think Alan Wake has always seemed like someone who fits into this world. And given that we are releasing the chapter at the same time as we normally release a tome, it made perfect sense to bring these two together, give him a chance to really write his own reality, to give players a really interesting story to read. I mean, that's something that Alan Wake is known to do, to write things and they just happen. And that whole idea was something that was discussed with Remedy very early on, to see how we could explore that more in the world of DBD. And without giving too much away to players, it is going to revolve around him writing episodes. Also kommt heute noch ein neuer Pass? Das wäre cool. Wenn man heute schon durchstarten könnte. It's going to be a lot of fun. It's going to have probably some theories. Oder kommt er erst around our morgen? player Stimmt, ich base, glaube Mittwoch haben sie den player immer loves released, ne? theorizing for the lore in DBD. It's Den definitely neuen something Pass. we've seen. They're going to be asking, well, Ich glaube, der how kommt morgen did he erst, get- is this was his own pocket schade universe? ist. Is it, did you create a door for the entity to pull him through? Is it his own version of the entity's realm? It's going to be a lot of fun. Yeah, I can already picture just fans theorizing of both franchises, just trying to figure out how Alan came to be in Dead by Daylight. But thankfully for you all watching, with Tome 18, you'll be able to dive headfirst into that ocean of knowledge to really just get that feeling of how Alan came here. So let's go ahead and pivot a little bit and talk about the Rift. Am I right in assuming that there's some really fun Ja, ist rewards blöd. that players can get their hands on? I sure hope so. Weil morgen muss ich ein bisschen länger arbeiten, ne? Aber wobei, der kommt dann sowieso 17, 18 Uhr. Vielleicht schaffe ich ja. Aber man gefühlt nach der Arbeit direkt dran setzen an den PC und let's go, ne? Nicht so anders wie heute. But before I get ahead of myself, one of the main things we're bringing in with this Rift specifically is player cards. So we released player cards for the first time in our previous release. Player Cards, ja, Cards, ja, ich weiß. Die haben sie jetzt reingefügt, ne, mit den Bannern noch dazu. Da bin ich mal gespannt, wie die aussehen. Some of these new Alan Wake themed player cards are even going to be ultra rares.
the very first of their kind in DBD. And what sets these Zum Glück apart is Berufsschule. animations. Chillig, Mann. So whether you are looking at them in your lobby or the tally screen, there's going to be some Aber very wer nice achtet subtle denn da animations drauf? to pick Auf up diese on. komischen Banner und I say Player subtle Cards. because we want to preserve the feeling of, we want the game to still feel like DBD. Ich meine, wenn die wirklich rare sind, also selten sind, aber ich meine, die sind im Pass, ne? Also die kann doch jeder bekommen. It could get a bit messy. That being said, I think what Da this ist ja game nichts has selten made dran. is amazing. The Alan Wake fans are going to pick up on all of these for sure. For the ultra rare banner that we have, it's a dead deer in a lake with the water rippling around it. For the Alan Wake player badge, we have a lighthouse with the light circle. Ja, around. wow. Irgendwie uninteressant, ne? Amazing. Remedy was a huge help in picking what. Es wäre animiert voll geil eigentlich, aber das sind ja einfach nur so PNG-Bilder, ne? I'm So. really excited to get my hands Ganz on it as normale well, Bilder. especially just that Animiert wäre cooler. and just having that that pull from the game. It was already such a striking image, so I'm just really looking forward to kind of really having that in Dead by Daylight. But you did mention Charm, so what's that Sieht about? schon cool aus. Irgendwie billig, oder? Also nichts gegen Dead by Daylight, aber das ist irgendwie... Very helpful in Animiert speaking wäre das of schon fun, cooler. meaningful, elements from the game. And Charms is just a great way for us to express that in DBD. And one of the most iconic ones we have is Alan's famous typewriter. As an ultra rare, this one has a secret message where if you look close, you might see what he's trying to say or what someone's trying to say. Then we also have his iconic angel. Geil. Ich finde diese Figuren einfach nice. Die sind gut. And we also have an Oh Dear Diner thermos. Vor allem mit seiner Schreibmaschine, We're ey. not Irgendwie stopping süß. there. Then, in terms of cosmetics for actual outfits, we've got a very nice one that I think players of Alan Wake 2 are going to recognize. We have an outfit Rake Up. called Alan the Rake Up. Darker Side, which is Alan Wake dressing as his doppelganger, Mr. Scratch. Now, it's really cool. I think it's even on the key art. It's something we really love to showcase. Digga, guck dir mal den Nea-Skin ganz links an. Better for the player. Alter, und der Available Billy-Skin. right away in Tier 1 of the premium track. So you get Eieiei. Day 1, you get this outfit and you can run around Ja, in es sieht Alan mega Wake krass aus. dressed as his doppelganger, Mr. Scratch. I think it's super fun. I'm really looking forward to seeing that as well. But I did want to come back a little bit with those assets we saw that were kind of going on the screen. I saw some that we didn't mention earlier. Could you tell us more about those? For sure. So the darker side is not only an outfit, but it's also a theme that we're using to lean into for these other ones. Thinking about what Mr. Scratch means to Alan Wake. What could we do with our characters, making them darker, more twisted than they actually are. So we have one for Nia, where she becomes more of a hardcore rebel. Another for Felix, where he's more of like an evil mastermind. Then there's killers, which are already fairly Evil sad and Mastermind. twisted. So we tried to find Erinnert ways mich an to wen. push them a little further. One for the hillbilly that kind of tugs on your heartstrings if you know his lore. Ja, der Which I know Billy-Skin you ist do. echt geil. Where he's dressed as a superhero that he idolized from his childhood. Then another for the Deathslinger, where we could say after a mistake in his in his workshop, he's more machine than man. Yeah, I already thinking that it's more, dark and twisted, that you all made such a compelling thing for the hillbilly. But, that just means that you all need to play hillbilly more for me. So now let's go ahead and talk about some of the quality of life changes. As you mentioned earlier before, there were some that you have done in the challenges. Yeah, so those Boah, ich hoffe mal nicht, dass dieser Modus da ein Reinfall wird, There's a ne? lot that we've wanted to approach for some time, and this was a really great opportunity for us to jump on it. So I want to Dass point jetzt out alle that Leute we're denken, Dead by Daylight wird komplett dunkel, auf idea einmal of ist es halt einfach nur so ein path. bisschen, So that's ne? always Bisschen going to be the gedimmter. starting Ja. node of a level of the tome to the end. Okay. For kind of the path of most resistance, I guess you can also think of. So what we wanted to tackle was making this as easy as possible. So no matter who you are, no matter what perks you have, characters, you can make it from start to end. So that's one of the things that we wanted to do, and we achieved that by removing some challenges that are a little too specific, or maybe you might not understand, like jump from a very high height or such. Removing challenges that require the interactions or behavior of other players. Die haben Challenges entfernt, also Aufgaben, wie zum Beispiel springen aus All that much fun. einer gewissen Höhe, während du gejagt wirst als Killer. Irgendwo runter, zum Beispiel vom Haus runterspringen oder sowas. Und das ist nicht verständlich? Okay.
a little bit more, but overall it's going to be more fun, it's going to be more engaging, and it's just going to feel... Man muss sagen, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn gewisse Aufgaben nicht so gut ins Deutsche übersetzt worden sind, weil in Englisch ist es manchmal anders geschrieben als im Deutschen. Manchmal ist es so 1:1 übersetzt und du weißt nicht, was du tun sollst. Das kann ich verstehen. Are there any other changes maybe happening to the challenges themselves or just to the path, the core path? Yeah, so everything there is more, I would say, design strategy for how the team approaches the construction of the challenges and the layout. Beyond that, there's also just pure values. So to improve the progression speed, because it wasn't where we wanted it to be, we want more players to be able to progress through the rift, to be able to progress faster. To do that, we've changed the values of the normal challenges from 3 rift fragments when completed to 5. So just by doing any normal challenge, you're finishing half of a tier. Es ist so einfach. Ich verstehe nicht, was daran nicht verständlich ist, Judy. Also, warum entfernen die so welche Aufgaben? Ich meine, das ist ja voll simpel, ne? Hast du nach einer Runde erledigt. Irgendwie 2-3 Mal runterspringen, ne? Schön mit Balance Landing und yalla. All that, we kind of cap it off by just Ja, adjusting the genau, number of challenges Johnny. that we have per level, because now the progression speed is faster, it's going to take less time to complete. We're reducing it from about an average of 20 challenges per level to 17, and that's also helping us reduce some of that repetition. So we're making sure, like, if a challenge is there, it's meaningful, it's fun, it's gonna, it adds to the package. All right. Well, Justin, thank you so much for your time today and talking with me about Tome 18. All these quality of life updates that are really awesome, as well as the Rift and the cosmetics. So we're going to go ahead and wrap it up. As I said, unfortunately, you won't be able to see Moin, Luisa. dance us out, and we can't sing out either. So we're going to go ahead and throw it to future me, who is with Eric, to look at the chat for any questions or comments anyone has put about Tome 18, and we're going to answer as many as we can. And then we're going to pass this nice warm couch over to Rose and Kirby. We're going to talk about all of the things they have in store coming to the store from the collections. Gott, ist der Chat cringe, ne? Ihr wollt gar nicht den Chat lesen bei YouTube, beim Stream. Was die Leute alles da reinschreiben. Wann kommt zum Beispiel Wesker ohne T-Shirt? Back again. Huge thank you to Justin Banks, easily in my top 10 favorite Justins at Behavior, talking us through the new tome and everything that's coming soon to DVD. It's been really cool to see the excitement and the love for the charms. Absolutely. So thank you. So we do have some questions we want to cover from the chat. So thanks, folks, for submitting them. First one, is the tome launching at the same time as the DLC? No, Nein. The tome will be launching tomorrow, Ja, Wednesday, es war so klar. Ich hab's gecallt. There's gonna be a small Natürlich wird's window. morgen erst released, ne? Der Tome. Here's one I've seen asked a lot. Will the night be re-enabled in the update? Yes, the night will be returning with this DLC release at 12 p.m. EST, together with the perk Nowhere to Hide. Excellent. Jawohl! Endlich ist der Ritter auch mal wieder am Start. Or will they only be for new chapters and Überleg mal, die Leute, die Ritter mainen, weißt du? Chapters and rifts, but we're looking at ways to Die durfte erst mal einen ganzen Monat kein Ritter mehr spielen. Cool. And from YouTube, see, we're reading the YouTube chat too. From YouTube, someone wrote, OMG people, they don't read your messages. we are reading them. We're very hard at work collecting our Hä, das ist doch pre-recorded, das ist doch nicht live. YouTube and on Twitch for going through the chat. Das ist diesmal nicht live. As many questions and comments as they can, but we are reading them and we're be more than happy. Ach, ganz ehrlich, Juni, mich hat's nicht gestört, dass der weg war, weil man hat ihn sowieso selten gesehen. Great YouTube community. There's a community tab on the DBD YouTube channel, and people are showing up. Super positive too, actually. So thank you for everyone who's participated in the YouTube community. We do listen and we love you. So next up, we mentioned it, Rose and Kirby are going to take our beautiful couch and take you on a journey through the upcoming collections that are coming in the store with outfits from the Alan Wake collection, a first look at Oh ja, Store, da bin ich auch mal gespannt. and each of the outfits from the Iron Maiden collection. I wore my Maiden shirt today. Natürlich, weil die wollen gucken, ob da sich was geändert hat, die Leute, ist ja klar. So enjoy that. Sorry I said the word collection so many times. Onryo wird man jetzt häufiger wieder sehen, weil das sich auch geändert hat. Blight, weil Blight Add-ons ein bisschen schlechter gemacht worden sind.
Warte, was war das noch? Ich guck mal eben kurz. Hillybilly ist ja klar, neuer Hillybilly. Haben sie ja auch geändert. Und ja, wahrscheinlich wird man ein bisschen öfters auf Ormond auch spielen, weil die Karte ja auch ein Update bekommen hat, diese Schneemap, ne? Hello everyone, welcome to the store section. Oh, Feng Min! Senior Product Manager on Dead by Daylight and I'm Oh mein here Gott, today Feng! with Kirby. Hello. Kirby and I are both product manager on Dead by Daylight's in-game store. Happy to be here for your first broadcast, Kirby. Can you tell the viewers a little bit about what we do? Sure. So we work closely with the production teams during the ideation and conception phase of the outfits. After that, we move on to the roadmap and the release strategy for the collections. In this release, you were really hands-on with the Alan Wake collection, while I was working with the Iron Maiden and Lunar New Year collections. I'm really excited to talk about all of these, but since this is the Alan Wake livestream, why don't we start with the Alan Wake collection? Sure. We're really excited to have Alan Wake join Dead by Daylight, and we really tried to get as many looks as possible into the game. So I'll start with the two legendary outfits, Saga Anderson and Rose Marigold. So going for these two characters, we were really trying to strike a balance. Ja, ich habe erstmal gedacht, was ist das? Aber das sind die Skins von Alan Wake. Games, but most fans will know her from the original Alan Wake, and Saga Ich hab's... keine Ahnung, Mann. Wer sind die beiden? It was a huge deal for us to be able to Oder ja gut, der rechte ist klar, Alan Wake, aber links. You'll know how important she is to the whole experience and what a huge role she Alter. plays in the in-game narrative. We couldn't leave either her or Rose Marigold out of Dead by Daylight. Rose supporting Rose. That's really exciting. How about Alan, though? Are we getting outfits from both games? Yeah, of course. So for Alan, we tried to get as many of his main looks into the game as possible. So his default outfit will be based on his appearance in Alan Wake 2, while you'll also be able to try out some very rare outfits based on his classic look in the original Alan Wake. Wenn sie 10 Euro fürs DLC wieder verlangen, so wie bei Nicolas Cage, dann breche ich zusammen, dann fresse ich im Besen. Also das ist so überteuert. Oder wahrscheinlich knallen sie halt noch ein Skin rein, wenn man sich das DLC über Steam holt. We're not always able to do so. So unfortunately, Saga won't have any unique voice lines, but we still wanted players to be able to get a chance to play as her in the fog, even though her legendary outfit won't have voice lines. So to recap, the Alan Wake collection will be releasing with Saga and the classic Alan Wake today, and Rose and the Bright Falls Alan will be released February 7th. So we're excited to see these. Eine Woche später werden 2 andere Skins released, okay. Those aren't the only collections to be excited about. Can you tell us more? Yeah, thanks, Rose. So working with Iron Maiden has definitely been one of the coolest collaborations we've done to date, and we're thrilled to finally be able to give you a chance to see what we've been working on. For starters, we have 4 different Iron Maiden legendary outfits for killers. All of these have been inspired by Eddie, the band's figurehead, off of images from their many album covers. The Doctor gets his Egyptian theme from Power Slave. The Deathslinger fits right in with art from Stranger in a Strange Land, off their album Somewhere in Time. We have the Dredge, inspired by the cover art from Man on the Edge, and its album The X Factor. And finally, the Oni was the perfect choice to bring Senjutsu to life. Those are super cool killer outfits. What? But what about us Survivor mains? Oh, of course. Hey, Moment, das will ich nochmal kurz sehen. Ich gucke mal gerade auf dem Handy. Band-T-shirts for all of the original. Ist das ein Ritter, ein Rave-Skin? It's a really cool way for Survivor mains, as you said, to get in on the action as The well. fuck? Was war das On the denn? backs of the shirts, we've got all of the Dead by Daylight realms listed as the tour locations, which is really cool. And a couple of the shirts have something. Na, wahrscheinlich kosten die Skins wieder 15 Euro oder so, ne? leave you to find those on your own. Wird garantiert nicht günstig. We absolutely did. So when you equip any of these cosmetics, Oder wann hauen sie mal wieder einen Skin raus, der 20 Euro kostet, wie beim Trapper, ne? Den Naughty-Bier. While you're waiting for your queue to pop. And when can I get my hands on these? You'll be able to get them on February 22nd. Nice. Since announcing the Iron Maiden collection last anniversary, I've been super excited. Ein Monat noch, okay. Am But 27. now let's talk about the Lunar New Year collection.
Yeah, you got it. So it's the Year of the Dragon this year, and we've got outfits for Kate and Yunjin to celebrate. For Kate, the Ah ja, inspiration stimmt, da kommt ja auch noch ein Lunar New Year Event, Event. Ja, stimmt. coat, which is really cool. For Yunjin, it's a unique color scheme to our Lunar New Year cosmetics. White and pink. Es gibt aber auch sehr, sehr viele unnötige Skins in Dead by Daylight, wie ich finde, ne? Also sowas, keine Ahnung, ich finde da jetzt nichts Besonderes dran. Aber gut, vielleicht die Laterne, wenn man die wirklich so anhat, ne? Also in der Hand, wäre geil. Will be making a permanent return to the store on February 8th. Very nice. Well, congrats on your broadcast debut, Kirby. Thank you. One last note for our viewers, keep a look out for editions for Nick Cage, the Valentine's Day, Biopunk, Setsubun, and the Neon Knights collection in the store coming this release. That's it for us. We're passing it back to Eric live for a look at our brand new time-limited modifier Lights Out. Bye! Oh ja, geil. Jetzt kommt der Modus, Leute. Jetzt kommt der Modus. Da bin ich gespannt. Ey, wehe. Wehe, das ist ein kompletter Reinfall. Oh. Thank you so much, Rose and Kirby. That was so awesome. God, Fear of the Dark. It's such a class. If people don't know it, you're gonna be blown away. And I'm so excited about that for people to be exposed to Iron Maiden for the first time. Mwah, chef's kiss. But before we dive into this, you don't even know who I'm talking to. I just wanted to mention we're still investigating the Twitch drop linking issue on the website. It's traffic. There's just so many of you that want to get those drops. So ja, sicher, klar. Don't worry, and remember the drops. It's a whole 2-week period, so you're not going to miss out on them. So just hang tight. But without further ado, let's reveal who jeder I'm talking diesen to. Skin Dork haben is taking a möchte. break, and now we've got my friend Mike. So this is Michael Nielsen, our team lead from the game design team. He's joined us. He's usually based out on the West Coast. He's flown out here to Montreal just to talk to you today about something we're both quite excited about. Hopefully you'll be as well. And this is the introduction of time-limited modifiers with our first one called Lights Out. So before going too deep, first off, what is Lights a Out. modifier? Yeah, so a modifier is our way of giving players a Lights new way out. to play Dead by Daylight, but without changing the major structure of the game and what people love about it. So, like I said, we won't be changing any of the main structure of Dead by Daylight. So, like win conditions and all of that will be staying the same for now. But what we are changing is stuff like stats, visibility factors, maybe some level design stuff. All of that is on the table. And we're starting out by introducing these time-limited modifiers because, well, we want to experiment. We want to throw a bunch of stuff out there and see what players like, what they don't like, and then, commit to something more permanent down the road. So I heard you use the plural there, so it sounds like this is not a one-off, we're planning more of these. Yeah, that's the idea. It's all subject to change, but we hope to release one of these every 2 to 3 releases in the future. Over the past while, we've been working pretty hard on brainstorming and just testing and developing a bunch of ideas. We've taken a very blue sky approach. Throw a bunch of ideas against the wall and see what sticks. And we've come Es wäre so geil, wenn sie jetzt davon ein Gameplay raushauen würden, wie das ausschaut. Just pumped to roll them out. Each one is unique. They have their unique hooks. See what I did there? Yes, it's a pun. Yes. And but a lot of them look very similar to Dead by Daylight, the normal Dead by Daylight gameplay, but will require you to play in a different way, to approach the game differently. And I would say that Lights Out fits squarely in that category. Okay, so on that note, I'm a person with high anxiety, especially when I'm playing Dead by Daylight. Just the name Lights Out 13 gönnt ein evokes Abo. something in me. The idea of it. Phil, being a Dankeschön für dein Abo experience und is willkommen. Pretty scary. I'm assuming Thanks for the was this sub. part of the intention. Absolutely. In fact, when we were first internally testing with these modifiers, this one was an idea that we called dark and scary. Like that was literally the pitch. Let's create something dark and scary. And that's what we did. It's meant to really ratchet up that horror at the core of Dead by Daylight and the tension that comes with it.
You can probably tell from the. Oh, name, yo, it's Alter. dark. Ein And bisschen you're dunkler hätte es not auch gonna sein be able können, to see ne? the killer coming from afar off, so there's gonna be lots of Aber surprises. es ist ein You Bild, never know ne? what's Es gonna ist be nur ein around the Bild. next corner. We also really wanted this Ich hoffe to mal be nicht, dass an es so immersive ähnlich ist wie bei der Dredge, weil Really das finde ich make the nervig, game Alter. feel Boah, also wirklich. natural. Da kriege ich So we Kopfschmerzen. removed a lot of things. We removed some of the HUD from the game. Alles um We dich rum removed hell, scratch ne? marks Aber from the survivors. We've removed geradeaus terror radius from the stockenduster. killers. You will not have items or perks or offerings in this mode. And all in the name of Aber es ist ein Special-Modus, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass jede Runde so ist, ne? Also man kann auch normal Dead by Daylight spielen. Fantastic, and I think people, No see Terror some Radius, screenshots keine while you're Stretch Marks, talking. okay. You can see there what's taken out. Is there anything Und auch keine else in the gameplay Oh, that geil, you keine mentioned? Offerings. Das ist geil. Yeah, let's see. Alles weg. There will be more chests on the map. So you won't start with any items in a trial, but you will be able to find them. And those Ja, das chests ist will also okay. give you higher quality items. So I hope they'll be a big help to our players. Ja, wow. Hauptsache, ne? Es müssen natürlich starke Items sein, die man finden kann in Kisten. 4 verschiedene Karten gibt es in der Dunkelheit. Boah, ganz ehrlich, ich will den Modus nur spielen, ne? Some eagle-eyed people who are in the Ich hab Bock. TB may have noticed a little change in our main menu. Some people in the chat might be wondering, okay, so this is a temporary thing. Is it the only thing you can play in Dead by Daylight during this time-limited modifier being in the game? No, in fact, we specifically made it so that this is separate from normal Dead by Daylight. So yeah, in the main menu, there's a new button that will take you to Lights Out, and that's got its own separate player queue, so you can play how you prefer to play. Fantastic. So, the design team I like to think of as a bunch of mad scientists in your lab, cooking up all your experiments, and That's fair. It's got to be a fun moment when you finally get people play testing things like this for the first time. What was it like? Yeah, it was tons of fun. You know, as designers, we really look for that moment of just recognition when we know people are having a good time. And when we first tested out this modifier, we found that, you know, there were lots of screams, there were lots of laughs. It was a good time. And that's a really good sign. Of course, we did a lot of iterating to really massage it into as best a version as we could get. But we really hope that everybody's going to enjoy it. I also hope that all of our old school Dead by Daylight fans from when it was initially released are going to enjoy it as well. We've spent a lot of time over the last 7 years putting new stuff into the game, and a lot of that. Ja, es geht. Es geht. Neuer Spielmodus ist relativ spät, ne? Yeah, a bit back to basics. Yeah, yeah. 7 Jahre später, ne? So, Kommt erst ein neuer Spielmodus, aber sonst, ne, war das Game immer das gleiche. Yeah, as I mentioned before, I would say, you know, keep your expectations in check. They can be deceiving. It will Also vom look Spiel like her, ne? a Vom normal game of Dead by Spielmodus, ne? Daylight, but you won't be able Aber so ein to, neuer Spielmodus haut survive direkt in mal the same rein. ways. You'll have to approach it in a new way. And don't be too discouraged if it's harder to survive. You know, we really wanted this to be a challenging and terrifying experience. So you may not find that exit gate quite as easy as you are used to. That said, we've got a lot of ideas for the future, and we've really got our ears open for feedback. So what you like, what you don't like, please let us know, and you know, we'll keep that in mind for future releases. fantastic, Mike. Thank you so much. So, the Lights Out modifier goes live February 7th. It's going to last until February 14th. And if you're like me and you don't know what's happening 5 minutes from now, a great way to get reminded of when it goes live is to sign up for the DVD newsletter. Nee. And on top of that, just to sweeten the pot, when you get the newsletter reminding you that Junge, Lights Out ich is spucke im available, Strahl. Das gibt's doch gar nicht. blood points. Easy peasy. So go sign up there. There should be a QR code maybe on screen right now. There is. I peeked. I see it. Wie jetzt? Der Modus kommt erst in But einer the Woche? most important thing is your feedback. My team is out there on all of the channels. As I already mentioned, we love YouTube as much as we love Twitch, but also we're on Discord, we're on Reddit, we're everywhere. We want to hear what you think. Once it's playable, what you like about it, what you don't like about it, what could be improved, how you would change. What, Digga, Alter, was hauen die denn raus? We'll
bring that feedback all over to Mike and team. Erzähl mir doch nicht, dass der erst in einer Woche rauskommt, der Modus, oder? Cool stuff. We're listening. Bring Das it. kann man doch echt nicht bringen. So we mentioned before, we actually have some gameplay cooked up for you with a couple of our colleagues from Mike's team. We've got Jeff, and from my team, we've got Peanuts, and they're playing with some of our Fog Whisperers. So we're going to toss it over to them right now, and then we'll be back to answer some questions about Lights Out with Mike. So stick around. Aber wenigstens hauen die jetzt ein Gameplay raus. And enjoy the gameplay. Nice. Hello everyone, welcome to the gameplay portion of our stream. Oh, kein Coconut? One of the community managers Da bin ich jetzt aber of traurig. Daylights. Today we're going to be checking out the Lights Out modifier, but of course I can't play alone, so I have some special guests joining me. First up, we have the person sitting next to me, Jeff. Hey everyone, my name is Jeff, and I'm a game designer on Dead by Daylight. Welcome, Jeff. We also have some Fog Whisperers joining us today. So first up, Milady Confetti. Hi everyone, I am Milady Confetti. I am a variety content creator. I play a lot of baby daddy simulators, and I am also the founder of Sisters of the Fog. Awesome to have you. Next up, we have Rinka. Hello, I'm Rinka. I am a Latina fog whisperer and variety content creator on Twitch, and I'm really excited and nervous. Don't be nervous. Welcome, Rinka. Thanks for joining us. And then last but certainly not least, we have that violin chick. Hi, I'm the Violin Chick. I'm a fog whisperer, Twitch ambassador, and a music and variety game streamer. Welcome, TVC. Okay, so we're just about to hop into our first match. And I don't know if you guys have played this before, but it's kind of scary. It's awfully dark. Oh, God. I'm not afraid of the dark. Ei, ei, ei. No loadout. Yeah, no perks, no nothing. Na One of dann. the things I'm going to be taking advantage of is the fact that there's no tear radius, so I'm hoping to kind of just show up out of nowhere before you can react. Oh, no. That's exactly why we're nervous. I'm not scared, I'm tough. Fortunately, I'm awful at Hillbilly, so I won't be playing Hillbilly and just showing up behind you with the chainsaw. Yeah, I'm a nice guy, you know. Looking forward to it. Oh, goodness. It's so dark. Okay, Shattered. Ei, 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 ei. This is probably a good time to mention that I'm still not familiar with the new layout, so I'm completely lost. Good. I'll find my way around. What the f... We have the Okay. advantage, everyone. Es sieht schon geil aus. Also, a reminder for the survivors that you can find more chests in this modifier, and then the chests have better loot than they do in a normal game. So if ever you're looking for a medkit, just try looking for a chest, and hopefully you get one. Hello. Alles klar, man kennt's, ne? Erstmal ins Basement rennen, ne? Wenn der Killer in der Nähe ist. Part of the reason I'm playing Legion is because Man kennt's. it helps me find people, because I... Ja gut, ne? Er hat keinen Herzschlag, ne? Das ist echt krass, ne? Wie gesagt, man hat keinen Herzschlag als Survivor. DBD in Nachtmodus, ja, ey, sieht doch tausendmal besser aus als heutzutage, oder? Müssen wir uns nichts vormachen, oder? Oh, thank you. Oh, wow. Ist doch auch besser für die Augen. Yeah. Wow. You're just doing your gen. All Guck mal, den Modus kannst du auch gerne 4 Uhr nachts zocken oder so. Mhm. Außerdem ist, wie gesagt, der angenehmer, ne? Du hast keine Items. Die Survivor haben keinen Herzschlag. Die haben keine Add-ons, ne? Also nix Gen-Rushen hier, ne? but you still get skill checks, so you still need to pay attention while also being wary of your surroundings because there's no terror. Ich würde das gerne nochmal aus Survivor-Sicht sehen, nicht nur aus Killer. So dark. You know what? As an apology, here I'm gonna go. Oh, the purple flash. I'm ashamed. I missed my first skill check. It's okay. I think this is the closest hook. I found there was one that was much closer. Oh, you can't see the hooks either? Oh, that's Okay, funny. I can see the auras, but if I'm right next to them, it's just completely dark. Yeah, it's... Aber wenigstens sieht das nicht so schlimm aus wie bei Dredge, ne? They took away hook orders. They were like, they don't want any of us to Oh, I succeed. hear you. Oh, apparently. A chase triggered, I didn't know from where, and then. Ah, jetzt sieht man aus Survivor-Sicht. Nur kurz. My life decisions.
Rinka, I should have stayed with you on that generator. It's okay. Oh, hi. I brought a trench, sorry. I thought I saw all the orders. Now you can see how bad Legion is. Ja, Legion ist eigentlich gar nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Ist einfach zu spielen. Aber kommt natürlich drauf an, gegen welches Team du spielst, ne? Okay, I hope you're okay. Team. I was like, why are you running by me? And let me heal you. I was working on the generator and just came out of nowhere. Ist es normal, dass die Generatoren nicht angezeigt werden unten links? Terrifying. My heart dropped. Wie viele noch gemacht werden müssen? Fällt mir jetzt mal gerade so auf, ne? Dass man nicht sehen kann, wie viele Generatoren schon gemacht worden sind. I didn't realize this until after, but I picked the one killer that can't see blood while using his power. In the one mode with no scratch marks. You're doing great, sweetie. That's just Oh. modifier. You know, when you play against Peanuts, it's very lopsided. Ah, die Map ist auf jeden Fall nicht, die ist schon sehr gut für Killer, ne? Muss man sagen, ne? Da sieht man schon, ja, okay, die Loops sind geil. Es macht einfach Spaß. Ey, ganz ehrlich, ne? Ich hab so das Gefühl, ne? Wenn das jetzt nicht gerade so Private Game wäre, das Match wäre jetzt schon Game Over. Keine Ahnung. Mission successful. Selber erstmal überzeugen. Ja, komm, ganz ehrlich, ne? Ist eine Woche drin, der Modus nur. Nur eine Woche, ne? Warum nicht einen ganzen Monat? Eine Woche, ey. Also, nehmen wir mal an, guck mal, du bist so ein Arbeiter, der eine ganze Woche durcharbeiten muss. Samstag und Sonntag auch keine Zeit hatte. Der kann kein Dead by Daylight spielen. Du kannst vergessen. Gibt ja Leute, die Wochenende auch arbeiten müssen. Hau den doch für einen Monat rein und gut ist, aber für eine Woche? Mit Chucky? Ah, du meine Güte. Ja, wie gesagt, du hast generell keinen Herzschlag, ne? Du weißt nicht, wo der Killer ist, aber Chucky, boah, könnte ich mir schon vorstellen, dass gemein ist. War mit Rave auch noch, ne? Stimmt, ne? Sonst ist der auch immer unsichtbar. Rave könnte auch ganz interessant werden. Aber wie gesagt, ne, man hat nicht jede Map dunkel, ne? Also RPD gibt es leider nicht. 4 Maps haben sie. But you can find some really neat items in chests. Yes. A Legion. Oh no. Oh no. That's a grab. Nobody expected Stealth Legion. Oh man. This is Hag would be a nightmare, and I'm here for it. Der könnte es doch mal länger drin lassen. Ja, sagt mir das nicht, ne? Schreibt es bei denen in den Chat rein. Ooh, yes. He looks to become so powerful on this mode. I love this. Aber für mich ist das Gameplay gerade so richtig chillig. Imagine any killer who's, you know. Ey, sonst wärst du immer so weggerusht, ne? Imagine Oni in this game mode. Ey, diese Stressful-Runde, You can't hear him. die sieht man hier gerade gar nicht. Don't give them ideas. Oh, I am giving them Moin ideas. Luca, wann kommt Ellen denn? Ja, nach dem Stream wahrscheinlich, ne? Die werden das jetzt wahrscheinlich immer so machen, dass die erst einen Stream raushauen und dann am Ende sagen, ja okay, jetzt ist der übrigens da, ne? Aber keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ich weiß nicht, was noch nach dem Gameplay hier folgt. Philippiak13 gönnt ein Abo. Oder als Ghostface. Boah, okay. Ja, stimmt, ey. Aus der Ferne kann man den gar nicht sehen, ne? Oh, you died. I'm dead. Also Michael Myers, Alter. Puh. Vor allem... Ah, nee, kann man gerade nicht, ne? Nee, leider geht das nicht mit Grabstein. Das wäre cool, wenn man Leute moorigen könnte, einfach so, ne? Aber es gibt ja keine Add-ons. It is surprisingly hard to track people without scratch marks. Until you guys are injured, I might chase you, but I'll completely lose you. So you can hear. Yeah, exactly. The audio is the only thing I have to go on. Why do I gotta be in basement? Oh dear. What you doing? Ja, kann ich erst in einer Woche, ne? Der Modus wird erst in einer Woche rauskommen. Nicht heute. Cool.
So does anybody know how many generators are actually done? Honestly, I think 3. Weiß nicht, warum eine Woche. Haben die Angst, den Modus rauszubringen oder was? This is my favorite part of the mode because nobody ever knows. Die müssten das eigentlich noch so machen, ja, bitte schön 10 Euro bezahlen, damit ihr den Modus spielen könnt für eine Woche. Spielst du heute noch DBD? Natürlich. Aber solange der Stream ja da ist, ne, gibt's ja auch kein Update. Behind me. Do a little grunt of pain and then hearing, oh god. Thought I had a jungle gym here. We got to go. Running. Oh yeah, we're at the edge of the map. Oh. Yeah, that's the other thing, right? Like, you really need Dead by Daylight hat seine Stromrechnung nicht bezahlt. to be able to navigate properly because Ey, sonst sind doch die Maps immer so hell, ne? Yeah, so often I just end up at the edge of the map thinking that there's something there. well, if you're lucky, you might get a Z-wall. Lockerkiller, ja, Mann. Moin, COD Tryharder. Wie wirkt das so auf euch, Chat? Von der Dunkelheit her? Ich find's eigentlich ganz passend, also... I'm like constantly looking around. Vor allem ist es angenehmer, dass es halt so ein Nebel ist und nicht nur wirklich komplett dunkel, so, weißt du, wie bei Dredge. In der Ferne. Es ist halt wirklich nur ein Nebel. Nerviger als Survivor, man. I feel like I can't relax. Like I have to constantly look around. I hear heavy breathing and it's freaking me out. We're just living in perpetual fear. Oh, there you go. Why me? I missed. This is so embarrassing. Why me? Das hört sich an wie so ein 10-Stunden-Survivor. Warum immer ich? Warum jagt der Killer mich? Sorry. In this mode. Och nein, du böser Killer. Warum jagst du mich? Darkness. Not seeing the traps ever. Why me? I really thought that was gonna be our last one. Oh no, I think there's one more. One more. There should be one more. There's at least 3 more. No, that is Das sage ich auch immer zu mir, echt? because I know we worked on one, and then Milady said you got 2, and then one just popped, so that's. Wenigstens sagst du nicht, der Mörder ist hinter mir I her. guess as a killer I can sort of figure it out because I can see the ores and Also wer gems. Mörder sagt in Dead by Daylight, ne, dem ist nicht mehr zu helfen. It is hidden for me too though, so I have to like actually go out of my way to check. Mörder ist hinter mir, Achtung! That violent chick. It's scary because all you can hear is heavy breathing from the killer. You can't hear anything. You can barely see the red stain, but you hear the heavy breathing, and you're like, I know he's. Ach ja, stimmt, ne? Bei Legion hört man das Breathing. Der atmet ja immer so krass. You don't know, but you know. Stimmt, also Legion ist vielleicht nicht so ganz geil da zu spielen, weil Legion halt schon laut ist, ne? I feel the pain already. Not being able to properly telegraph your blinks. Yeah. Ich glaube, Myers ist, glaube ich, der beste Killer so. Er atmet auch ein bisschen, aber deutlich leichter als Legion. Oder Ghostface. Ghostface ist, glaube ich, gar nicht, ne? Man hört Ghostface gar nicht, wenn der kommt. Wasted a lot of time, but that's okay. You're back here again, aren't you? Oh my lord. I didn't hear anything. Kopfhörer auf laut, hörst du lautes Dunkeln. Lautes Dunkeln, genau. Lautes Atmen im Dunkeln. Oh, er ist dead. Guck mal, er gewinnt die Runde mit Legion. Alter. Krass, ne? Guck mal, guck mal, wenn man die Runde sich anguckt, ne, da sagen die Devs wahrscheinlich, das Game ist balanced, ne? Guck mal, der Killer, der kriegt doch alle. Der kriegt doch einfach alle. Das Game ist balanced. Die Killer sind viel zu stark. Die Killer sind viel zu stark, Mann. Guck mal, er hat schon 2 Leute bekommen. Das ist ja mal, ne? Kann ja nichts machen als Survivor. Der Killer, das ist einfach zu gut. Hello, friends. Hust, Pick, Hust, ja, ne?
Ey, komm, lass doch mal Pick spielen. Warum? Ne? Ey, ich sag mal so, ne? Pick auf der Map, ne? Ist vorbei. Ist vorbei mit meinem Leben. Dankeschön. Nein, danke. Aber das sieht halt irgendwie so simpel aus, ne? Wenn man sich das jetzt mal gerade anguckt, ne? Okay, so here's my problem. In so einer Private Lobby. So now, I have no idea where you are. Aber ich bin mir sicher trotzdem, dass die Runden sweaty sein werden. So oder so. What a ninja. Wow. I'm already away from the generator. I don't even know where the gen is anymore. Ghostface ist ganz still, ja, meine ich, ja. Sometimes I just see like some fog rolling by and I'm like, oh, that's a person. Ich glaube, Ghostface ist der Beste hier. Around, like, a hay bale or something, like you're here somewhere. Kannst die Leute auch einfacher stalken aus der Entfernung, ne? Ja gut, die spielt hier auch gerade im Team, aber ich weiß nicht, das sieht so casual aus, ne? Guck mal, die Legion hat auch genügend Zeit, sich umzuschauen und sowas. Du hast die Zeit manchmal nicht, als Killer. Du bist halt unter Stress. Habe ich euch schon erzählt, dass ich jedes Mal, nachdem ich aufgehört habe, Dead by Daylight zu streamen, duschen gehe? Ja, aber darf ich dir raten, warum? Warum ich duschen gehe. Just get out. I need one of us to get out. Gefühlt ist Dead by Daylight ein halbes Sportprogramm. Für den Kopf. Oh my god. Stress? Ja, auf jeden Fall, Mann. Oh dear. I hope you can hear the Oh my god. I keep forgetting that with Legion you have to mend. I was holding my breath. I forgot! I was like, why is my screen getting darker? The sliver that was left. Oh, you've got to be here. I heard the gate. Oh, you were there. Oh, Alter, klick, 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 toxic. Well done. Good game, good game. Würden meine Runden auch laufen. That gen grab? I thought you were a survivor. I'm just I don't expect gen grabs from Legions ever. So it's like... No. You really don't. Yeah, that's the fun thing. I like how, you know, any killer can be a stealth killer with this. Yeah. Awesome. Well, thank you for playing with me. Really quick before we leave, I just want to quickly go through our Fog Whispers again. Where can people find you? So, Milady Confetti, where can people find you? You can find me at Milady Confetti on all platforms. That is Instagram, Twitter, TikTok. Actually, I left Twitter. Instagram. There, and YouTube. Yes. Awesome. And then Rinka, where can people find you? You can find me on TikTok. Twitch.tv/Rinka or Rinka TTV on most socials. And yeah, that's pretty much where you can find me. YouTube, Instagram, Twitter, all that jazz. And TVC, where can people find you? That Violin Chick on almost all platforms. Easiest is COD Trial, da kennst du Violin Chick? Ich kenne die gar nicht. Well, thank you so much for playing with me. Nie gehört. hope you all have a lot of fun Wo ist playing this, Odstava? Wo ist Coconut? And in the meantime, we're going to throw things over to Mike and Eric on the couch. Odstava war, glaube ich, letztes Mal mit dabei. Thank you. Hello, friends. This is Odds. That was delightful. So fun to watch. We were tittering and giggling the entire time watching. So, as mentioned, we're going to answer some questions. But first, happy to say the website for linking your Twitch account is back up and working. So go link your behavior account to your Twitch account. Go try to crash it again. Let's get it crashed a second time with thousands and thousands of you delightful people out there. Please don't crash it. Now let's dive into some questions about that. Super fun to watch. So first off, as a reminder, when is Lights Out coming to DBD? Right. As a reminder, February 7th through the 14th. Ja, 7. bis 14. Februar kommt der Modus. We got a question from social. Can you remind folks what's the pace going to be like going forward for modifiers? Well, we're hoping to have one show up every few releases or so, but I don't have any specific dates for it. Okay. And we're speeding up because the chapter's already coming, so we want to get through the show. Is the modifier available in Ist die Chapter schon da? Nee, ne? just in regular play for a period of time? Müssen das Update rausgehauen haben, schon um 18 Uhr, oder? Modifier queue and no custom games. Ich aktualisiere mal Steam. Okay.
rapid fire. I'll take this one if you want. So can we progress through the Rift Pass by playing the Lights Out modifier? So yes, you can. The intention is to be Gibt's no doch nicht. trade-off for playing the modifier versus the main queue in terms of Rift progress. The only exception is that some elements won't be completed in there due to how the modifier works, like perk challenges, obviously, not being achievable since you got no perks. Next one. There is, this is just Mag den Raum voll, der ist echt geil, ne? So chillig vor allen Dingen. Ich liebe so auch so Bücherecken. Obwohl ich kein Bücherfreund bin, aber es ist so, ne? Bei mir ist es da echt. War mal gerade kurz, das kann doch gar nicht sein. Ist echt schon bei dir da, Schoko, oder trollst du mich? And we do have some store questions from Rose's segment since we didn't answer any before that. So real quick, what Doch, Update, Tatsache, das ist es. Update ist am Start, Leute, zieht es euch. 1,46 Gigabyte. And the answer is Saga and Rose are locked, but Alan Wake's outfits are Ja, ich hab's. match. Next question, this is a great one, and I meant to mention it earlier actually, is the licensed music from Iron Maiden being covered for content creators. So use the anonymous mode in the game. It will disable the music because for sure you don't want to get caught by DMCA. And all right, that's all the questions we got. Sorry for gunning through them so quickly, but we just wanted to kind of wrap things up. So Mike, thank you so much for your time joining us. And thank you for enjoying this segment. We're going to bring Dork back out here to wrap things up, but I hope you have a great flight back home. Thank you so much. All right. Future Design Updates, da kommt echt noch was. Ja, nebenbei kann ich schon mal das Update runterladen, dann haben wir es gleich fertig, ne? Dauert aber lange, Alter. Ach, jetzt werden die Sachen nochmal verschoben, ja, stimmt. Gut, ist runtergeladen, jetzt muss das aber nochmal verschoben werden. Kein Bock, Geld auszugeben, kann ich verstehen. Aber am besten, wenn man sich den Survivor holt in-game, dann kostet der nur 500, also 5 Euro anstatt wahrscheinlich irgendwie 10 Euro oder so. Dork, welcome back. Thank you. Very seamless transition there. So if you caught our last show, you will remember we capped it off with something we're calling our future design updates roadmap. We love roadmaps. We love how they communicate information, let you know what's coming. And so the idea is, you know, this is not about the massive big content that's coming beat by beat, but it's more about the day-to-day live balance related content and features and tweaks and balance updates that we wanted you to be aware of that are coming in 2024. So as roadmaps are living things, they can sometimes change. Happy to say that what's changed since we showed it to you in the last show is just a few things have been added, actually. So that's what we're going to focus on today. We're not going to go through the entire ich bin mal gespannt, wie die das machen werden, ob die so eine so einen eigenen Modus reinbringen, also dass man das wirklich selber auswählen möchte, dass man gerne auf diesen dunklen Maps spielen möchte, oder So to start, let's start with save the best for last. Ob das generell so drin ist. I love that. So this went into the PTB with the caveat that the killer would lose stacks of save the best for last if the obsession lost a health state by any means. Super, ey. Save the best for last, ey. So ein geiles Perk gewesen, ne? Losing a health state by either a basic attack or a power attack is the only way the killer is going to lose stacks of save the best for last. This is so that survivors can't plot. Konnte man gerade nicht lesen, aber da stand noch FOV-Slider und sowas. To make the killer lose stacks of save the best for last. So basically what we did was just remove the caveat of by any means. Next up is a killer update for the Hillbilly. And we're really excited to see that players really enjoyed the chainsaw overdrive system. So thank you so much for Billy, Alter. Michael Engels gönnt ein Abo. Michael Engels, Dankeschön für ein Abo und willkommen in der Community. Dankeschön, danke. Freut mich. We've made some adjustments there so you can continue chainsawing throughout the map without any issues.
Fantastic. Now that we've covered today's update, let's look at March to April, see what you can expect in the future. So in our next Da sieht man's PTV, you'll nochmal. get to test a bunch of this stuff. Sloppy A lot Butcher. of tweaks centered around number buffs for some of your favorite killers. One new thing here is Mangled. So the Ich meine, warum Mangled update will ändern sie focus on Sloppy adding a Butcher? Sie haben es timer doch to the status effect, vor einem Jahr erst gebufft, ne? Sloppy Also Butcher perk, as well as add-ons stärker that are gemacht. associated with it to remain useful while still creating, you know, opportunities for counterplay for the survivors and give them more decision-making ability. And that's it for that section of the map. Yeah, so now we're going to look at April and June. So following that, we'll have the long-awaited update for the twins, and this is going to be coming sometime in spring or early summer. We're looking forward to reacquainting the community Twins und with Blight the twins Update. and making Ja, the game moin. more engaging and more interactive for Haddonfield everyone bekommt auch ein inside the trial. Update. And finally, we'll have some general notes just to close some things out. So for the Blight, moving into the Und live Adrenalin update, wird we'll be wahrscheinlich continuing schlechter to follow gemacht. the add-on changes that we've made for the Blight, as well as reassessing Ich meine, Adrenalin kann gerne jetzt schon schlechter gemacht werden. Das spielt sowieso jede Sau. Next, you'll probably see that we had on the graphic, Adrenaline was added to one of the perks that we're thinking about changing. This is just because we're trying to keep an eye on it as well as some other perks to see if we need to make any minor changes to make it more in line with anything else in the game. But that is it for our future design updates. Yes, and that's also it basically for today's show. It went by in a breeze, at least from my perspective. I want to thank everyone so much for watching. It really means a lot to us that people tune in and watch these things. We like putting these shows on for you. It's a ton of work behind the scenes that you don't get to see, so I want to shout out everyone back there who made this show happen and everyone online as well. So just a final reminder that sorry, the text changed color. The shop has new merch. We mentioned that earlier, the QR code, so you can check it out to go see what we've got. Yeah, and we hope that you've also been able to get those Switch drops. I understand that there has been some issues with the website, but as we said, you've got until February 14th to acquire that time to claim all three. Once again, it's going to be the cutting-edge hairstyle for Meg's head, in vogue jacket, and then the avant-garde leggings. And you just get those by 1 hour of watch time for the head, 2 hours for the jacket, and 3 hours. Ich habe sogar eine Sache schon bekommen. Plenty of time. Den Haarschnitt von with the current Neuer. issue with the website. I can tell you're settling in nicely to Montreal with So, wie sieht's aus, update-technisch? 90% verschoben. Ich denke mal, da kommt gleich noch was. The update roadmap that we just shared, the new cosmetics that Rose and Kirby talked about, or anything else, head to deadbydaylight.com. We've got everything and more for you. Yes, so now as we're closing out the stream, though, we're going to go ahead and raid Ghost Arcade, an amazing fog whisperer, so please do be kind and courteous in their chat, and we'll see you in the fog. Bye. Thanks so much, everybody. Bye. Din, 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 ey, oh, ey, oh, ey. Ich brauche noch mal kurz, Leute. Ich brauche noch mal kurz, bis das bei mir hier fertig ist. So, dann machen wir mal wieder Mucke an, ne? Im Hintergrund schön. Oh, war doch ein ganz nicer Stream. Kann man sich geben. Fand ich sogar besser als der letzte Stream. Irgendwie letzter Stream war so ein bisschen durcheinander. So, ja, es dauert kurz nochmal 3,5 Minuten. Bei mir wird noch verifiziert und dann ist, denke ich mal, fertig. Ja, ich habe auch noch 3 Minuten bei mir auf der Uhr. Oder 4 Minuten. Das schwankt immer ein bisschen. Steam ist halt echt bescheuert, ne? Weil früher hast du eine Sache runtergeladen und dann war es fertig, ne? Und jetzt müssen sie das verschieben. Dann, also erst installieren, dann verschieben. Nee. Verschieben, installieren, extrahieren, irgendwie sowas und dann verifizieren. Also das ist, sind irgendwie 4 Sachen, die du durchmachen musst. Keine Ahnung, Mann. Absolut keine Ahnung. Und, hey, überprüfen, glaube ich, auch noch, ne?
Die Sachen werden gleich noch überprüft. So nervig, Mann. So, jetzt kann ich das auch alles wieder ein bisschen größer machen hier. Ja, aber keine Ahnung. Es ist anscheinend jetzt heute nur der neue Survivor. Und Anti-Regen und sowas, ne? Das wird auch dazu kommen. Und FOV. Und der neue Spielmodus wird dann wahrscheinlich in einer Woche am Start sein, ne? Dann werde ich da auf jeden Fall auch nochmal einen Stream machen. Ist ja klar. Aber ich hoffe mal nicht, dass dann wieder noch ein Livestream kommt, ne? Bevor das Ganze... Oder dass ein Update kommt. Einfach nur den Hebel umlegen und fertig, ne? Ich denke mal schon, dass der Modus direkt drin ist. Jetzt gerade im Update. Wobei 1,5 GB ein bisschen klein ist, ne? Vielleicht hauen die echt nochmal ein Update raus nächste Woche. Wer weiß schon. Wie wird Anti-Regen aussehen? Ja, es wird anscheinend so sein, dass du nicht mehr als Killer... müssen wir uns selber gleich nochmal anschauen. Also ich habe da jetzt auch nicht so wirklich die Infos, aber... ich denke mal, dass der Killer... nicht mal so schön die Gens abpatrouillieren kann, ne? Wie der sonst getan hat. Sonst, ne, habe ich auch gerne einen Link reingepackt, ne? Angepinnt. Link zum Update und da dürfte es vielleicht... Ich kann mal kurz schauen hier. Developer Update, Generators, The Onryo, Hillybilly, The Blight Add-ons, Perk Updates, Aumont Gameplay Update. Ja, die Map ist schon riesig, ne? Wo ist denn das jetzt hier? Ich habe mir das nicht durchgelesen. Es ist too much stuff. Ja, hier bei Generators steht das wahrscheinlich irgendwie sowas, ne? Genau, hier direkt oben eigentlich, wenn das Update anfängt. So, ist es bei mir fertig? Verifiziert, ja. Nochmal 50 Sekunden. Okay, aber dann ist es gleich durch bei mir. Dann kann es losgehen. Ich hasse DVD, dass es so lange dauert. So, 16 Sekunden. Immer noch 16 Sekunden. Moin Kai, grüß dich, ne? Was läuft so? Ich habe gesehen, du hast EMS verlassen, Alter. Du lässt mich in den Stich. Wir waren doch Freunde. Was machst du denn Schönes jetzt bei Grand? Hast du auf bestimmte Killer aus Filme Spielelust? Boah, ganz ehrlich, ich wäre für Slenderman, ne? Ich wäre eigentlich auch für Slenderman. Aber da müssten wir eventuell ein paar Kinder bekommen in Dead by Daylight, weil der Slenderman, der ist ja eher so auf Kinder aus, ne? Use SS, Alter. Also bist du unser... Wie nennt man das? Unser Security wahrscheinlich dann auch, ne? Warst du schon mal? So. Es wird nochmal installiert, das gibt's doch nicht. Wie lange dauert das denn bei mir? Es tut mir so leid, ne? Aber es ist... Ich hasse Steam, Mann. Hasse es. Slenderman ist geil. Ja, und sonst so, ey, ganz ehrlich, ne?
ich kenne mich ja nicht so aus ja, Horror. Klar, Horrorfilme habe ich schon geschaut. Aber meistens eigentlich die von den Killern, die wir jetzt schon drin haben. Also Nightmare on Elm Street, ne, klar. Hellraiser habe ich geguckt. Saw, alle Teile. Also außer Saw 1 bis 3 und den Saw X-Teil habe ich auch gesehen. Freitag der 13. habe ich auch den Film geguckt. Und auch so kleine Horrorfilme. Weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das sind halt. Meine Horrorfilme sind ja auch ein bisschen älter, ne? Das Haus an der Friedhofsmauer habe ich, glaube ich, auch geschaut. Auch so ein bisschen unbekannte Horrorfilme, ne? Also. Jeff the Killer. Der ist aus Freitag der 13., ne, Jeff? Nee, das ist Jason. Sorry. Das ist doch Jason. Ich bin so schlecht, Mann. Natürlich, aber gerade nicht, weil ich brauche die Ausbildung noch und sonst, ja. Was brauchst du denn da für eine Ausbildung? Du stehst einfach neben uns, hä? Und wenn man irgendwas Scheiße baut, begleitest du den raus oder nimmst den fest und, ja, entführst ihn, ne? Natürlich entführen. Freitag der 13. Game war früher so geil zu spielen. Ja, es ist ja Ende des Jahres, ist ja vorbei mit Freitag der 13. mit dem Spiel, ne? Dann, ja. Wird's nicht mehr so geben, das Spiel, ne? Ist denn jetzt mein Bot eigentlich da? Moment mal kurz. Ausrufezeichen. Kurz Ausrufezeichen Steam. Ah, jetzt, ja, perfekt. Okay. Jason wäre auch cool. Ja, vielleicht, ne? Vielleicht kann man ja Freitag der 13. retten, indem man, ja, das rüber kopiert. So. Aber die haben halt, das Ding ist, warum Freitag der 13. ja dicht gemacht wird, weil sie die Lizenz verloren haben, ne? Weil die nicht mehr damit einverstanden sind. Das ist wie mit Demogorgon halt, ne? Und da es in Freitag der 13. nur einen Killer gibt, wird das Spiel dicht gemacht, ne? Weil ohne Killer macht es wenig Sinn. Wird's gelöscht? Ne, die Server werden heruntergefahren. Also man kann es noch offline spielen, aber halt online nicht mehr, ne? Hast du ein neues Headset? Nö, ich habe immer noch das alte. Ich habe halt eine neue Cam, ne? Also neuen Blickwinkel. Ich habe immer noch das Astro, ne? Hier. Kann man zeigen. Astro A40 heißt das. Es wird immer noch installiert bei mir, ne? Es dauert so lange, ey. Boah, ey. Andere Leute können schon spielen, weißt du? Es tut mir so leid. Aber ganz ehrlich, vielleicht ist es ja nicht so schlimm, dass wir ein bisschen später dazu stoßen, weil momentan sind ja sowieso nicht die Sweater unterwegs, weil jeder, der das Update schon runtergeladen hat, der ist ein Fuchs, ne? Ich kann es super empfehlen, ne? Also, ich habe das von meinem Bruder sozusagen nicht übernommen, aber der hat es mir halt gezeigt. Er hat halt, glaube ich, den Vorgänger vom Astro. Die Leute tun mir so leid, die dafür Geld bezahlt haben. Ja, jetzt kostet das Spiel ja nur noch 5 Euro, ne? Michael Engels gönnt ein Abo. Ups. Ja. Ich weiß auch nicht, warum der das immer zweimal vorliest. Aber das Spiel kostet ja... Ah, ne, Quatsch. Du kannst es ja jetzt nicht mehr holen, ne? Freitag der 13. ist ja jetzt entfernt worden aus dem Steam Store. Bis Ende des Jahres 2023 konntest du das noch für 5 Euro holen, anstatt für 20 Euro. Ne? Du hast auch alles freigeschaltet, ne? Du musst ja jetzt nicht von null anfangen. Und ja, jetzt kann man das nur noch spielen und dann ist Schluss am Ende des Jahres. Ich hab's auch, ja, natürlich. So, Leute, es kann losgehen. Wir haben das Update. Wir haben Alan Wake.
Schauen wir direkt mal rein, ne? Auch neue Achievements sind dazugekommen. Sehr geil. 3 Stück an der Zahl, sehe ich gerade. Aber ich habe keine Blutpunkte, um den zu leveln, ne? Stimmt, ich habe alles ausgegeben. Spielst du heute auch Survivor? Ich spiele Survivor, natürlich. Jetzt spiele ich Survivor. Ich will mir ja auch erstmal den neuen Survivor angucken, ne? Also, ist das ja klar. So, nicht wundern, was da oben ist. Das ist Reshade. Und gleich wird es ein bisschen heller, ne? Ja, jetzt sieht man's. Jetzt sieht man, was Reshade bringt, ne? Automatisch heller. Kann ich mitmachen so? Klar, kann, gerne. Okay, den Trailer haben wir ja schon gesehen. Und dann geht's rein. Dann geht's rein. Ach, guck mal, ich habe schon meinen Kopf bekommen. Wie geil. Sehr geil. Ach du meine Güte. Stimmt, die haben das entfernt, Leute. Guckt mal, wie das jetzt aussieht. Guck mal, die haben jetzt hier, du drückst auf Spielen und dann Killer oder Überlebender. Die haben das Menü komplett geändert. Oh, weia. Oh, ist das ungewohnt. Warum eigentlich? Warum? Ah, geil. Es wurde jemand gebannt. Das ist cool. Ja. Da hat jemand letztes Mal Cheats benutzt, ne? Ich glaube, das war sogar die Runde... Nee, das war nicht von den Leuten, wo ich gedacht habe, dass die gededost haben. Sondern das war die Runde, wo die Leute, die Survivor, also die haben mit einem Cheater zusammengespielt und die Survivor haben geschrieben am Ende der Runde, wir unterstützen das, wir unterstützen Cheats, deswegen werden wir dich nicht reporten. Und ich habe den reportet, den einen Typen, und es hat anscheinend gewirkt, ne? Geil. Das ist schon cool. Verdient. Alle hassen sie, die Cheater. Alter, was ist das denn? Ist der so klein? Ach, das ist eine Sie. Da ist mal, okay. Junge. Hä? Boah. Alter, ist die klein. 15 Euro für den Skin. Was ist denn da passiert? Demnächst verfügbar. Korrekturpaket. Ah, ich werde mir den jetzt so holen, Digga. Muss ich doch holen? Fuck. Hä, ist das nicht irgendwie... Die ist doch voll klein. Die ist voll sneaky unterwegs. FBI, open up. Ah, gut. Wo bist du denn? Da ist er. Wieso ist der hier? Der war doch sonst immer ganz unten. Also ein bisschen Ähnlichkeit mit Nicolas Cage hat er, ne? Guck mal, ich zeige euch mal Nicolas Cage. Wo ist er? Da. Ah. Finde ich aber schon. Hat er eine eigene Musik hier? Ich mache mal die Musik hier im Hintergrund gerade aus. Ego-Blickfeld. Steuerung, Audio. Also das Ego-Blickfeld, das muss natürlich ganz voll sein, ne? Ist ja klar. Mehr Sicht zu haben, ist immer gut. Kann ich nur empfehlen. Gucken, ob das auch als Survivor so ungewohnt ist. Ah ja, stimmt, Juni, du wolltest ja mitmachen, ne? Oder brauchst du noch ein bisschen?
Ne, du bist schon drin, okay, gut. Ja, das haben sie auch neu gemacht, ne? Mit dem Beitreten. So, jetzt time for Alan Wake. Jetzt erstmal normal leveln hier. Alles klar. Wie Michaela auf P100. P16 ist noch ein weiter Weg, ne? Na, guck mal, 3-mal Alan Wake. Fühl ich. Fühl ich. Oh, was? Warum sind die gelieft? Wollten die eine Full Alan Wake Lobby haben? Du hast uns den Spaß versaut. Juni. Jetzt bekommen wir eine Heady. Mann, warum sind die gelieft? Das wäre so cool. Erste Runde direkt Full Alan Wake. Ist so krass, ne? Wie viele Leute sich den schon sofort geholt haben, ne? Guck mal, da ist schon wieder einer. Ich muss mehr Event mitspielen. Haben wir eine Taschenlampe? Perfekt. Ich muss mal eben kurz leveln bis Level 10. Ich hoffe mal, ich krieg das noch hin. Dann muss ich noch seine Perks auswählen. Scheiße, komm, Beeilung, Beeilung. Mann, dass man das nicht schneller leveln kann. Beeil dich doch. So, 10. Digga, 10. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin, weil es dauert viel zu lange. Guck mal. Egal. Ich habe keine Perks dabei. Geil. Ne? Geil. Es dauert einfach viel zu lange, bis man überhaupt irgendwas auswählen kann. Ich meine, wer braucht schon Perks in Dead by Daylight, ne? Sind wir mal ehrlich. Geil, Mann. Hätte eine gute Runde safe. Ja, ohne Perks, ne? Ich habe gehört, die Leute, die sich Alan Wake geholt haben, werden erstmal direkt rausgetunnelt. Oh, weia. Gives me the creeps. Guess who's back? Back again. It's Alan Wake. Als ob der jetzt schon down ist. Hä? Wie schnell war der down? Es ist ein Billy. Oh, weia. Ja, das waren 5 Sekunden, ne? Und der war down. Mann. Oh ja, ich sehe schon, das ist eine richtig gute Runde. Nein. Okay, kommt zurück. Mamma mia!
What? Laber doch nicht! Was hätte ich denn da machen sollen? Wie schnell ist der? Okay, das ist, Ey, viel zu OP, bitte nerven, hallo? Viel zu OP. Viel zu OP, Mann. Bitte mach den Killer schlechter. Das geht gar nicht, Digga. Die Server haben ja gar keine Chance. Ach man, der schöne Jen, der hat Ruin, ne? Ey, lass den Jen machen. Lass den Jen machen, lass den Jen machen. Oh, der schöne Jen. Kack auf Heilung. Ich meine, der geht sowieso nur für Kettensäge wahrscheinlich. Junge. Beruhig dich mal. What? Junge! Oh! Junge! Ah, schade, Mann. Guter Chase. Ich meine, er hätte schon längst das Window wieder blockieren können. Er hat Bambusel, ne? Er hätte mich schon längst vom Killer-Shack wieder wegdrücken können. Ah. Aber wenigstens Ruin weg, ne? Na, komm mit. Mach erstmal dein Gen fertig. Hier ist ja ein Boon-Totem, ne? Wo war dein Gen? Ach, das ist das neue Totem. Ich dachte, das wäre hier Heal-Totem. Schade. Ein Gen. Oh, die Runde ist eng, ne? Oh, da fehlt Beweise dich gerade, ne? Der Gen wäre schon längst durch. Mal Quick Heal. Sehr schönes Ding. So, komm. Letzter Gen Pressure. Guter Chase wieder von dem einen. Von dem Benny. Ah, guck mal, da sehen wir die Gens. Ja, okay, das ist nicht so schlau, den Gen zu machen. Aber irgendwo muss man ja anfangen mit, ne? Der kommt nicht zu uns. Ah, er geht's retten. Sehr nice. Der Mate ist auch am Gen. Das ist sehr, sehr gut. Ey, jetzt komm. Komm zurück, Juni, zum Gen. Komm zurück. Der Mate wird gechased.
Wir haben wenig Zeit. Ich hoffe mal, der andere kommt auch. Sehr nice. Let's go. Das ist sehr gut. Weil er denkt, dass wir den anderen Gen pressern, ne? Oh, fuck, Mann. Ich hab meine Nase gejuckt. Es tut mir leid. Wieso kommt immer ein Skill-Check dann? Oh weh, der kommt jetzt. Kommt er nicht? Nein. Let's go, wir haben den Gen. Geht schon mal zum Exit Gate. Adrenalin wäre geil gewesen, aber... Nun ja. Boah, ich hoffe, ich schaffe das. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Achtung, das schaffe ich nicht. Oh, close one, Digga. Ich bin dead. Ich bin dead, Digga. Geht raus. Add and draw. Kann er nicht viel machen. Wobei... Nee, keine Chance. Ich hätte das God-Window hier noch nehmen. War blöd. Keine Chance. Ich hätte noch eine Pallet gebrauchen können. Für die Bodenluke. Ja, ist zu spät. Ja, das Window wäre noch da gewesen, weißt du, weil die Tür zu gewesen ist. Ja, schade. Hey, ganz ehrlich, ne? Gegen den neuen Billy Draw. Perfekt. Wieso komme ich auf das... doch, da geht doch. Ich wollte schon sagen, dass ich nicht mehr aufs Profil komme. 3.500 Stunden, der Typ, ne? Dreieinhalbtausend Stunden. So, jetzt erstmal Perks reinhauen, ne? Hat nicht das erste Mal Billy gespielt. Zack, zack, zack. So. Soll ich Beweise dich mitnehmen? Kannst du gern machen. Ich muss halt mit den einzigartigen Perks entkommen, ne? Ich habe eine Aufgabe. Deswegen muss ich die auch erstmal spielen. Ich habe so eine Idee, wir können... habe ich ein Map-Offering? Ich hätte The Game gerade droppen können. Schade. Hab's nicht mitgenommen. Sollen wir die Map spielen hier? Komm, wir spielen mal die Map. RPD. Ey, komm, wenn es ein Billy ist, ist RPD geil. Moin, Jason. Bis jetzt Mara. Aha. Dachte, Mara ist blöd. Kannst dich aber auch nicht entscheiden, mein Lieber. Vargos verlassen, langweilig. Noch nichts Neues zu Platz, ne? Platz zu ist, das weiß ich ja. Die haben die Lobby auch ein bisschen geändert, ne? Alles ist so ein bisschen näher dran, habe ich das Gefühl. Ja, guck mal hier. Das war Map Offering. Geil. Hä, wer hat denn noch die Map gedroppt? Du, Juni? Nee, ne? Geil. Hast du mitgenommen? Geil. Billy wird Spaß haben auf der Map. Whose sick nightmare is this? Ist ein Billy.
Schade. Oh, what? Digga, hätte ich das gewusst, dass er da durchrennt. Gertschuk. Oh, es werden voll die Triad-Runden heute mit Billy. Gott, war das schlecht von mir. Aber ich meine, er hat mich gesehen. Warum... Warum ist er da durchgerannt? Er geht auf mich. Super. Eine Alan Wake Chapter gab's die schon mal? Nein, hä? Lost? Ich finde, das ist ganz schön schwierig auszuweichen jetzt. Sonst bist du früher ein bisschen nach links oder rechts gegangen und schon bist du ausgewichen, ne? Als ob man so ein bisschen mehr Kontrolle hat, ne, über die Kettensäge. Ah, die Runde sieht gut aus, ne? 5 Gens, das spricht für sich, ne? Und die beiden Mates liegen down. Da ist ein Gen. Ja, ich habe den gar nicht gesehen. Die Runde ist super. Geh mal retten. Juni gönnt sich die Rettung, ne? Geiselhaken. Oh, ich glaube, ich muss auch retten gehen. Ja, wir werden alle sterben. Juni wird gechased. Geil. Boah, geht halt echt für den Slug, ne? Er muss campen. Bei 5 Gens muss man natürlich Haken campen, ne? Ja, er campt. Cool. So macht das Spaß, Mann, Billy. So macht das richtig Spaß. Ich meine, bei 5 Gens ist, er hat Lightborn dabei. Wow, wie langweilig. Lightborn auch noch dabei, weil man nicht geblendet werden möchte. Das ist langweilig. Guck mal, ey, wirklich, ne? Das ist... Naja. Von Billy-Spielern bin ich nichts anderes gewohnt. Billy-Spieler waren ja generell schon so ein bisschen arrogant immer. Was für eine Runde. Ja, Mann, ne? Vor allem muss man campen bei 5 Gens, ne? Das ist, das macht so richtig Spaß. Vor allem der so wahrscheinlich, guck mal, Map of the Ring, ihr habt ein Map of the Ring geworfen. 5 Gens, was seid ihr denn für Versager? Der dachte so wahrscheinlich Full Tryhard, so, ne? Guck mal. Full SWF. Nicht. Sage ich ja, Prestige 24. Schöner Tryhard Billy. So muss das. Junge, ist das alles fett geworden, ey. Was haben die denn gemacht hier?
Selbst die Ranks. Auf einmal kommen die alle P24, ja, Mann. Gefühlt, wahrscheinlich hat er die Tage so runtergezählt, ne? Alter, 10 Tage noch, ne? Dann, oh, der liegt wahrscheinlich so nachts im Bett so, oh, 10 Tage, ne? Dann kann ich endlich billig spielen. Boah, oh, wenn es morgen ist, sind es nur noch 9 Tage. Oh, Alter, ist das ein geiler Traum. Oh, wie ich die alle wegficke mit Billy, Alter. Nur noch 8 Tage, Alter, ne? Der Tag wird kommen, ich werde die alle so wegrasieren. Nächsten Tag, oh, 6 Tage noch, ne? Der kann wahrscheinlich nachts nicht einschlafen. Ah, der konnte die letzten 10 Nächte nicht einschlafen, Juni. Der hat ein ganz schlechtes Trauma gehabt. Eigentlich noch eine Taschenlampe, ey. Sind die Taschenlampen ausgegangen. Ich muss den Killer 30 mal blenden, das ist die Aufgabe. Hier eine Taschenlampe. Natürlich ist hier keine Taschenlampe, wäre auch zu einfach. Na gut. Nehmen wir eine Toolbox mit. Merkst du? Lass mich raten, wir spielen gegen Billy. Das wäre, ne? Nicht anders zu erwarten. Ich hasse den Killer das Ritter lieber. Hm. Oh, Larrys, Alter, wenn wir hier gegen Billy spielen, ne? Das ist sogar gut. Sogar noch besser. Okay, here we go. Pinhead, natürlich ist es ein Pinhead, ne? Natürlich. Nein. Oh, ey. Ein Pinhead könnte ich jetzt auch spielen. Wie wir einfach keinen Gen haben hier, ne? You summoned me. I came. Digga, wo ist hier ein Gen? Ich bin so schlecht, ne? Halt Korrupte, ne? Dadurch verteidigt er den ersten Gen sowas von. Ey, ich finde keinen Gen, ne? Das schafft er. Sehr nice. Die Max jetzt bei mir auch am Gen. Fit gerade echt Beweise nicht, ne? Juni sitzt alleine am Gen, unlucky. Also sie hat Beweise nicht. Und Geiselhaken, ne? Oh, kein Geiselhaken.
Ich gehe mal für die Box. Der tunnelt, ne? Wen wundert's? Alter, Juni! Der geht doch sowieso nur auf den Bleit. Auf den Bleit, auf den Dwight. War klar, dass er so tunneln muss, ne? Dwight, was tust du? Renn weg! Nutz die Distance. Der ist scharf auf dich. Warum campt der? Alter, ey. Er schlägt dich am Haken. Hä, was hast du getan? Ah, geil, du hast die 4%, ne? Na, wow. Ja, DS. Carried, nice. Warum spielt er so? Guck mal, ich mach einen Gender, aber ihnen ist das so egal, ne? Ja. Die Frage ist, wird er dich wieder campen? Er wird dich wieder campen, ne? Auch wir haben die Box nicht gemacht. Scheiße. Du kannst dich doch gleich wieder befreien, ne? Juni, du kannst dich doch gleich wieder die 4% holen. Wenn er dich so campt. Ja, Tatsache. Na, GG auf jeden Fall. Er hat das Spiel auf jeden Fall verstanden. Ist das lame. Ja, die Runden machen Spaß, auf jeden Fall, Mann. Neues Update. Ballert rein. Oh, der Dwight muss den Gen machen, ey. Die sind so langsam. Diese scheiß Ketten, ja. Ja, dieser scheiß Killer. Na, der Dwight ist auch tot. Chase beide. Weiß gar nicht, wo hat der Dwight einen Gen gemacht? P9. Ja gut, habe ich auch. Ich habe P11. Nee, ich habe P12 Pinnet. Weil ich Pinnet sehr gerne spiele. Weit sitzt jetzt auch am Gen, das ist sehr gut. Ich hoffe mal, der geht nicht zurück auf zum Dwight, ey. Komm, der muss campen. Campt er? Sag Bescheid, Juni, campt er? Der hat Sackgasse. Kein Wunder, warum er so reincampt, ey.
Tatsache erkennt. Ich mach die Box. Ganz ehrlich, geh raus, Mann. Dann habe ich mein Adapt geschafft. Der campt sowieso. Warum auch immer. Vielleicht hat er keinen Bock auf die Map? Ja, Basement. Ja, komm, das war's. Aber GG, egal. Ich hab das Adapt. ...3000 Stunden, Alter. Okay. Habe ich die Aufgabe nicht geschafft? Hey, Moment. Müsste ich doch eigentlich. Wird mir nicht angezeigt. Where am I? Habe ich was falsch? Oh, wow, Digga. Ich habe von Jung ein Perk. Och, nee, ich muss das nochmal machen. Erzähl mir doch keinen. Ich habe das falsche Perk ausgewählt. Normalerweise werden die Perks doch immer... Oh. Alter. Ich gebe Ellen ein. Wieso gibt es dann von Jung ein Perk angezeigt? Ach. Ich muss es nochmal machen. Geil. Das ist Pech. Und ich finde keine Taschenlampe. Das gibt's doch nicht. Wieder keine Taschenlampe. Die wollen mich ärgern. Die geben mir keine Taschenlampe. Schon wieder. Schon wieder. I look so Gucci, nennt sich einer.
This is not good. This is not good. Ich denke mal, ich werde morgen auch noch mal live sein, wegen den neuen Passes, ja klar. Morgen kann man dann so richtig schön durchgrinden. Wenn sie gesagt haben, dass sie so schwierige Aufgaben entfernt haben, dann kann man es ja easy schaffen, ne? Ein P100-Geist habe ich gehört. Der kommt safe zurück. Aber ich halte dich am Haken, kein Problem. Das war klar. Es war hundertprozentig vorhersehbar, dass der kommt. Dass der jetzt tunneln wird. Ja. Überladen. Und Tunnel. Hat sich nichts geändert irgendwie in DBD. Ich meine, so wie der spielt, guck mal, der ist gar nicht bei uns in der Nähe. Der ist wahrscheinlich die ganze Zeit in der Nähe vom Haken und wartet nur, bis wir angehuckt sind. Also, ich meine, er will noch nicht mal anders spielen. Er will noch nicht mal anders spielen. Gehst du retten, Joni? Ich hoffe mal. Ja, und direkt beim Haken wieder. Ey, Junge, was ein Gameplay. Und dann wird zu mir gesagt, ich campe wie ein... Ne? Das ist richtiges Campen. Er konzentriert sich auf nichts anderes. Er lässt die Gens poppen. Da ist ein Gen. Warte. Er geht halt immer noch auf ihn, ne? Johnny, lass einen Gen machen. Du hast Beweise dich, wir brauchen dich. Ja, du musst den Gen machen. Du musst den Gen machen. Ich kann versuchen, Hits zu tanken für den Mate noch. Keine Ahnung, wo der ist.
Ich hab keine Ahnung, wo der ist, Mann. Beim Haus? Ja, beim Haus. Ja, geil, Digga. 3 Hooks, ne? Ich hoffe, das Tunnel hat sich gelohnt. Machen erstmal Exit-Geld auf. Wie du noch einen Hit-Tanks, Alter. Juni Ehre. Richtige... Oh, er hebt dich auf. What? Er hebt dich auf. Okay. Junge, 3 Hooks, ne? Mate wird gehealt. Ja, der wird wieder campen, ne? Nein, ich gehe anhucken, okay. Moment. Hier. Oh Gott, der kommt halt echt, ne? Wieso willst du ausgerechnet mich? Weil du mich die gesamte Runde nicht gesehen hast? 360. Oh Gott. No way. Ich gehe den Mate holen. Mate ist beim Exit Gate. Mate ist beim Exit Gate, er hat's geschafft. Ich bin auch raus. Schönes Ding. GG. Juhu, und ich hab das Adapt. Perfekt. Jetzt hab ich's. Jetzt kann ich spielen, was ich möchte. Und jetzt wird getryhardet. Überladen. Ruf einer Krankenschwester. Ja, Nurse is calling, Digga. Das ist also klar. Deswegen ist er auch immer da gewesen, wo wir uns geheilt haben. Nurse is calling plus schlampiger. Sehr, sehr eklig auf Rave. Kann ich empfehlen, die Kombi. Aber wenn man so campt, ne? Dann macht das aber auch wenig Sinn. Ich wollte ihn mit rausholen. Es war Ehre von dir, dass du so viele Hit getankt hast. Aber ich meine, er hat's gesehen. Er wollte nur ihn, ne? Bis zu dem Moment, wo er dann dich wirklich auf dem Boden hatte. Warum auch immer.
Ach, deswegen bekomme ich auch so viele eklige Skill-Checks. Jetzt verstehe ich's. Ah, okay. Ganz ehrlich. DBD hat sich nicht geändert. Man spielt Classic. Classic Perk-Bild. Widerstandsfähigkeit. Dann. Was war's noch? Gelegenheit nutzen. Und, was war's nochmal? Was war es nochmal? Ich guck mal eben kurz. Da. Beweise dich. Ja gut, dann spiele ich auch Beweise dich. Du kannst Beweise dich gerne raustun, Juni, wenn du Bock hast. Ich hab's jetzt dabei. Mache ich, alles klar. Ich krieg keine Taschenlampe, ne? Unglaublich. Schon wieder keine Taschenlampe. What have I done? Schon wieder keine Taschenlampe? Doch Verarsche, oder? Das ist doch Verarsche. Ich bin kurz davor, Michaela selber zu spielen, aber ich da genügend Taschenlampen habe, weil wenn ich hier keine Taschenlampen habe, macht das wenig Sinn. Ey Bruder, ich spiele Michaela. Ganz ehrlich. Das ist Betrug, das ist Verarsche. Das ist wirklich komplette Verarsche. Guck mal, wie viele Flashlights ich hier habe, Alter. Das reicht doch. Zack. Jalla. Da ist mein Zwilling. Ja, P100, ne? Waschechte P100. Dauert bei mir noch. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Billy. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich heute noch Kinder spiele oder ob ich das dann auf morgen verschiebe. Dass wir heute einfach die Survivor-Runden machen. Morgen werden wir natürlich dann auch Survivor spielen. Oh, Onryo. Der neue Onryo. Dann, genau, würde ich das auf morgen dann verschieben. Schon. Um 17 Uhr kommt der dann. Der Pass. Weil ich für Killer echt heute nicht so viel Nerven habe. Heute geht's mir nicht so gut. What the fuck, wie das ausschaut. Okay. Achtung, die ist anders unterwegs, ne? Die scheint mir ein bisschen flott zu sein. Was ein nicer Bug.
Habt ihr das gesehen? Die war mal kurz bei mir gerade. Und schon wieder ein neuer Bug, weißt du? Hä, woher weißt du das? Ah, guck mal. Jetzt verstehe ich das, was sie bei den Gens gemacht haben. Die haben hier auch ein bisschen was verändert. Oh Gott. Blende die mal. Du kannst also nicht mehr so einmal bei den Gens kurz einmal Titch machen, damit... Oh, fuck. Damit der Gen nicht mehr so schnell runtergeht. Du musst da wirklich eine kurze Zeit lang dran sitzen. Fest. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt da hingelaufen bin. Ich habe gerade kurz keinen Herzschlag gehört. Die Runde läuft wieder richtig gut, ne? Die Runde ist genial. Ja, die hat Schlampe, egal, das bringt nicht viel, sich zu heilen. Ich habe Widerstandsfähigkeit. Es geht einigermaßen schneller. Einigermaßen. Dauert das irgendwie nicht länger bei Onryo jetzt gerade? Kommt mir so vor. Haben die Onryo schlechter gemacht? Our mate is dead. Die haben die echt ein bisschen schlechter, glaube ich, gemacht, ne? Weil sonst war in 0, nichts eigentlich der Kreis voll. Das heißt in 0, nichts, aber ist schon ein bisschen langsamer, ne? Aber ich meine, ich habe keinen Fernseher bis jetzt gemacht, ne? Ich brauche keinen Fernseher, guck mal. Hä, die haben Onryo schlechter gemacht. Guck mal, sie hat sich geportet und ich habe keinen Strich dazu bekommen. Die haben die schlechter gemacht. Die ist schlechter.
Ey, was haben die gemacht, Mann? Ich könnte schon wieder heulen. Guck mal, ich habe immer noch keine Kassette gemacht. Ich brauche es auch nicht. Ich habe die Hälfte erst. Was ist da denn drin? Oh, eine Toolbox. Alter, die nehme ich mit. Guck mal, die portet sich die ganze Zeit. Ich bekomme keine Striche. Alter, die... Guck mal, Alter, der Gen. Ich bekomme anscheinend... Die sieht dich irgendwie. Durch einen Hit sieht die dich. Konnte unmöglich wissen, dass du da bist. Und die portet sich einfach die ganze Zeit. Ah, mein Mate ist Moriba. Der Ace ist aber auch so schlecht, Alter. Der Ace ist so schlecht. Ja, Bullshit, Mann. Als ob der die ganze Zeit keine Kassette gefunden hat, der Ace. Warum ist der Fernseher gelb? Der war doch sonst immer weiß. Deswegen ist auch dieser Strich da, ne? Man muss immer bis zu diesem Strich reparieren, damit der nicht mehr weiter runter geht. Früher hat man sonst einmal den Gen kurz angefasst und sofort ist der nicht mehr runtergegangen. Konnte man direkt auch im Chase manchmal machen. Juni, nicer Chase. Ich mach den einen Gen noch. Halt durch. Die portet sich auch die ganze Zeit, ne? Als ob sie es auch nicht checkt, dass... Oh nein, Juni, du bist voll. Fuck. Juni, du bist voll. Das war's mit dir. Kann er jetzt auch nicht viel machen. Ah, GG. Oh Gott. Habt ihr jetzt? Alles gut. Alter, das Update ist ja absolut Bullshit für Onryo. Hier, nach Verwendung von Produktion werden 7 Sekunden lang die Auren von Überlebenden angezeigt, die sich maximal 12 Meter von einem eingeschalteten Fernseher entfernt aufhalten. Wow. Dadurch wusste sie, wo du bist, Juni. Und Nowhere to Hide hatte sie auch noch.
Nice. Ja, wir hatten aber auch Botmates, ey. Guck dir den Ace an, ey. Der hat nicht einen Fernseher gemacht. Ich meine, der hat es überhaupt nicht gecheckt, ne? Als ob er das erste Mal gegen Onryo gespielt hat. So sah das für mich aus. Was sollte das denn? Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich noch bis 20 Uhr streame heute und dann verschieben wir den Rest auf morgen. Bin ein bisschen müde. Machen wir morgen noch mal ein bisschen Survivor, Juni, wenn du Bock hast, ne? Dann gerne auch die Aufgaben und sowas. Ich würde nach der Runde gehen. Ach komm, mach noch 2 mit. Dann haben wir 20 Uhr, komm. Komm, noch eine Runde danach und dann sind wir fertig. Sonst würde ich gleich wahrscheinlich mich trauen, eine Runde Killer zu spielen und das will ich heute nicht. Alter Junge, wie flitzt denn der? Na gut, ja komm. 2 Runden kriegen wir hin. Keine Ahnung, wo der ist. Der ist so schnell, ne? Geil, Alter. Ich hab den nicht kommen sehen. Der ist so schnell, ne? Was haben die denn mit dem gemacht? Der ist total schnell. Es war so klar, dass das passiert, aber der ist so schnell, Mann. Junge, wie schnell. Billy on Crack oder was? Hat der Sackgasse wahrscheinlich, ne? Sonst hätte Juni ihren Gen auch schon durch. Ich glaube, der spielt Sackgasse.
Naja, Sackgasse. Ich glaube, mein Gen wird gleich blockiert. Der kommt zu mir. Wenn Julie den Gen fertig hat. Sackgasse. Der wird safe zu mir kommen. Geht zu der Fang, ich mach den Gen mit ihr. Junge, Alter! Woher kommt der? Ja, kannst du nichts machen. Du kannst nichts machen, du kannst es nicht ausweichen, als ob der irgendwie so eine vergrößerte Hitbox auch hat. Ich hätte da nichts machen können an der Situation. Fuck my life, Alter. Noch stressiger gegen Billy zu spielen. Wir schaffen das, ist immer gut. Billy nerf, please, too strong. I think it's very hard to play against a good Billy. It's kind of stressful. Not since this update, but yeah. If you go against a Billy, then you know it's kind of hard. I don't know. For a casual play, I don't prefer Billy. What's up, Victor? Ich muss aufpassen, ich bin Dead Hook. Hier ist der Gen. Er kommt. Achtung. Boah, Alter, lecco mio, ey. Junge, wie schnell ist der Dude? Ey, guck mal! Der hat ja gar keine Abklingzeit, der reagiert. Guck mal. What the fuck? We're gonna nerf Billy. Why his killer rate is very high? Future predicted. Maybe. I mean, I play last match against the new Onryo and she was kind of shit. I mean, she takes so long to get a Mori. Fuck my life, dude. Look! I can't do anything! I can't do anything! That was lucky. Fuck my life, dude. Pre-drop? I pre-drop everything right now.
Oh Gott, so close. Nice one, nice. Very nice. Alter, Juni, das war Legende. Der Dead hat vor... Du spielst Dead hat? Overdrive is too much OP in the current state. Overdrive? Barbecue. I'm coming. Video overdrive, I know. He's very fast. That doesn't work, I think. Juni, das wird nix. Ich werde sterben. Digga, ich muss zittern. Junge, das sieht so komisch aus mit der Kettensäge, ne? Hauptsache, ihr seid draußen. Ja, ich hoffe mal. Der ist so schnell, ne? Ich bin raus. Rip Onryo, yes. Stupid nerf. I don't know why. She was actually kind of fun to play against and with her. Nothing more to say. Billy on crack. Der Typ scheint was geraucht zu haben, ne? Can't control it, he's too fast. Ja, merkt man auf jeden Fall, dass er zu schnell ist, ne? Der hat so eine Kontrolle gehabt über die Kettensäge. Warum ist der denn so schnell? %, guck mal. Der hat die Wenderate erhöht gehabt. Ja gut, Johnny, noch eine Runde, ne? Läuft. Ich glaube, dann habe ich auch, ne? Ah, ich habe jetzt schon den neuen Rang. Okay, gut, egal. Scheiß drauf. Dann machen wir noch eine letzte. Ich spiele seit 3 Tagen wieder und es klappt gut. Wie meinst du? Ja, die Runden sind auch okay, Mann. Ist heute alles klar. Ein bisschen stressiger. Wie gesagt, gegen Billy zu spielen. Ist nicht einfach.
Was du Dead hat, meinst du? Ah. Weißt du schon, wann du streamst? Puh. Gute Frage. Ich würde mal sagen, so... Ja, ich meine, wenn der Pass sowieso erst um 17 Uhr kommt, dann kann man erst nach 17 Uhr damit rechnen, ne? Also... Sonst keine Ahnung. Glaube ich nicht früher. So, gegen Billy ein letztes Mal, ne? Ist Billy, ne? Oder habe ich gerade so Hallos? Ja, doch. Ja, alles klar, ich bin über... Ja, ja, sicher, klar. Mhm. Geile Hitbox auf jeden Fall. Geile Hitbox, geile Hitbox. Normalerweise geht doch immer erst die Pellet kaputt. Komisch, ne? Interessant. Geile Hitbox. So macht's doch Spaß. Das ist, wow. Muss man nichts dazu sagen. Ich habe keinen Herzschlag. Keine Ahnung, wann er kommt. Kommt da? Ich habe keine Ahnung, ob der kommt. Ich muss mal Totem finden. Vorausgesetzt, wird mir noch angezeigt. Da ist es. Cool. Kannst du nichts machen. Du kannst nicht ausweichen. Das ist viel zu schnell. Du kannst nicht ausweichen. Du bist nicht schnell genug. Ey, ganz ehrlich, das ist ein Trauerspiel. Das wird genervt. Das wird genervt wieder. Das wird nicht lange drin bleiben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil die Leute, die Billy main, haben so viel Spaß damit. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie den Spaß so beibehalten werden. Du kannst nichts machen. Viel zu schnell, Mann. Viel zu schnell. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist wirklich on crack. Mehr ist das nicht. Ich habe auch langsam Hunger, ey. Guter Gedanke, gleich Schluss zu machen.
Der wird mich jetzt sowieso killen. Ja, nervt echt schon, ja. Oh. Komm, ganz ehrlich, ne? Hier, guck mal. Ich tu mal so, als ob ich mad bin, okay? Ich DC mal. Kannst ja gar nichts machen, Bruder. Ich hab keinen Nerv mehr, Digga. Ich verabschiede mich für heute. Ich hab Hunger. Gut, Leute. Dann habt noch einen schönen Abend. GG's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Morgen werden wir dann wahrscheinlich Killer zocken. Auch. Unter anderem. Wird wahrscheinlich dann abends das Stream folgen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem neuen Update, ne? Habt viel Spaß gegen Billy zu spielen. Ich würde den wahrscheinlich selber nicht spielen, weil, also ich hätte heute keine Nerven für. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ob ich es morgen mal probiere. Die Angst ist da zu verkacken, wisst ihr? Alles klar, wir hören uns. Haut rein.